Na, der kam richtig tief aus dem Herzen. Na, B, Seirauch. A, T. Sie ist im Bad. Ah, der Sanity ist gerade um 20 gedroppt. Wir haben aber nur immer 36. Wallek! Oh. Was war? Schafker des Lebens. Ich hasse Spiel. Ich hasse Spiel so stark, ich sag's nicht, wie es ist. Wir haben das Licht jetzt andraht. Chat, ich bin von dem Spiel komplett gemeinfuckt. Ich bin gebrochen. Ich bin geistig komplett zerstört. Ich bin kaputt einfach. Es ist so einfach, so fucking einfach. Ich renn da 45.000 Mal gefühlt vorbei und komm nicht auf die, den scheiß Anker da um mit zum Schießen. Ich bin einfach, das Spiel, das hackst mir auf. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich. Es hackst mir nicht körperlich auf. Aber geistig bin ich ein ganz anderer Mensch nach dem Spiel. 100%ig, das schwöre ich. Eigentlich müssen jetzt bald einmal die Weißen mit, also die Leute mit den weißen Turnschuhen, die warten jetzt dann schon langsam einmal angebracht. Ich bin ja gespannt, wie das mal wird, wenn ich dann wieder in die Arbeit gehe. Kannst du jetzt einfach verrecken, du Arschloch, du Grintix? Du gehst mir auf den Sack, Mann. Ja, stirb endlich. Schau der Twirmer von unten da, oder von oben, oder von alle Seiten, von mir aus auch von drinnen, aber können wir ja nicht mehr gegen quere, ohne Witz. Ja, was haben wir jetzt da? Wir müssen da noch was finden und ich finde nichts. Also gibt's wahrscheinlich nichts. Also das ist wahrscheinlich jetzt nicht logisch, aber... Don't come whining about pure Pokémon and other trivial junk like that. Don't waste your time coming to our headquarter in Wailstone. Ja, sagt man's natürlich in der Apotheke, du Schupferbrunst, du Seitenbläde. Es darf erst recht noch in Zeitung schreiben, dass er ja wirklich überhaupt keine Polizei und nichts hinterhergibt. Mein Gott, hey. Manchmal muss ich echt fragen. So, ich kann Horrorfilme schauen, ist überhaupt kein Thema. Da bin ich richtig standhaft dagegen. Da tut's bei weitem nicht so viel. Aber Spiele, ich weiß auch nicht. Das ist, ich glaube, ich spiele so das Genre einfach so auf der Zeit. Deswegen bin ich da ein wenig empfindlich noch. Ja, wer weiß, was St. Gisner für Stand hat. Ja, okay, ich gehe wieder zurück und tschüss dann. Ja, aber... Hä? What the fuck? Oh, wait. Das hat jetzt hoffentlich keiner gesehen. Moment. Ich muss mich mal schnell um den braven Käfer da kümmern, okay? Ich bin gleich wieder da. Bitte nicht weggehen. Oh, leg mich. Geh ja nicht auf meine Kamera! Ich schwör's dir bei Gott. Verpiss dich. Moment. Ich hab den Schein durchschaut. Das ist in Wirklichkeit ein Table Dance Bar, wenn du mich fragst. Das ist keine Taverne nicht. Da, die wackelt mit der... Wer wollte vorher Tipf sein? Da habt ihr's. So, da Tipf. So. Die Hände schön brav von der Hosen weggelassen. Freunde der Sonne. Ich hab meine Hände da. Ich halte da einen Controller. Nicht, dass da irgendwie falsche Gedanken geschoben werden. Noch wo. Ja, das wird nicht funktionieren. In Assassin's Creed. Glaube ich. Ja, das ist ein super Versteck. Weißt du das? Ja, natürlich. Ja, ich seh dich schon da. Brauchst gar nicht versuchen, du Hamperer. Bis das nächste Viech kommt, wo du mir einfach gnadenlos anschießt. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden, einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bogensehne ins Arschloch rein. Und zwar genau ins Arschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus, richtig. Alle tragen Kostüme. Wie? So, und die Frage, ich hätte einen Stachel, darf ich die bestäuben, was? Das glaube ich war nein. Okay, dann gehe ich wieder. So, was bist du? Du bist ein Welpen-Pokémon. Das ist ein Feen-Pokémon. What the fuck? Ich hab jetzt mit ein Feen-Pokémon schon so bald im Spiel. Holy shit. Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Ja, was ist denn da los? Game Freak, was habt ihr mit Game Freak gemacht und wer bist du?
The fuck? What the hell? Was lese ich da gerade? Holy shit. Dieses... Ich kann jetzt irgendwie gar nicht glauben, dass das dort steht. Du sollst mir jetzt nicht erklären, wie man Innenarchitekt wird. Ich will zaubern, sie fixen einmal. Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Dick denkt, Ihnen könnte das Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. gewiss. Weil wenn du Hogwarts Legacy kaufst, dann bist du automatisch Innenarchitekt. Aha, die kennen wir ja. War ziemlich cooler Arc, definitiv. Oh, jetzt kommt die blöde Fotze von hinten. Möchtest du eigentlich... Oh Gott, das ist jetzt ein zweifelhaft da. Ich hab's... Nein, leider, ich hab's nicht so gemacht, wie ich es gesagt habe, okay? Holt sein Bittchen zurück. Sag mal, was ist das? 02? Boah, leck, Alter, bist... So. Grüß Gott, und lebt mir mal standen schon viel da. Ich kann sie so gar nicht erwarten, meine, ha? Grüß euch, habe ich die Birgit, servus Kathi, habe ich die Panzerknacker. Die Wife ist auch schon da, der Shadow ist da, habe ich die. Servus Price, habe ich die Verb. Und Yassi, einen wunderschönen Ripsi am auch noch da. Jetzt hätte ich direkt einen Ripsi überlesen, sorry. Grüß Und das euch. hier Was ist denn? ist der zweifache Super Saiyajin, die zweite Stufe, die Ist ihr gut. eben schon mal gesehen habt. Die zweifache Super Saiyajins, du die nehmen mir, das glaubst du gar nicht. Cartman, vielen lieben Dank für deinen Resub im 2. Monat. Willkommen weiterhin in der Basis-Gang und viel Spaß mit den Mods und geht's jetzt zum 2 Wochen Super Saiyajin. Sehr schön. So, Mike, Habitäre, grüß dich gut. Wie geht's euch? Der Mac ist auch da, Habitäre, grüß dich gut. Grüß euch. Habt ihr eventuell gerade gesagt, dass ihr Bock auf Madison habt? Der Willi ist auch da, Habitäre, schönen Sonntag an euch alle. Die werden jetzt dann keinen schönen Sonntag mehr haben, wenn wir jetzt dann angefangen haben. Ich fürchte fast, das... weiß ich nicht, das beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Und bei Madison müssen alle da. Ich fürchte auch fast. Kann ich sagen, dass Madison so ganz kleines bisschen bei euch ja, Glücksgefühle auslöst, wenn das in meinem Streamtitel steht? Willinger! Hey, du hast doch mal kurz... Hä? Willinger, den check jetzt nicht. Du hast doch vor kurzem erst geresubt. Du hast das jetzt wieder gemacht. Aber nichtsdestotrotz, vielen lieben Dank für deine 19 Monate in der Basis-Gang. Vielen lieben Dank natürlich auch an dich. Ein weiterhin herzliches Willkommen und viel Spaß mit dem. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast eine schöne Geburtstagsfeier gehabt. Die beiden noch war sehr zauberhaft. Und schön, dass du bist. Vielleicht. Na, bloß ein bisschen. Ja, okay. Muss ich vielleicht Horror-Streamer werden? Keine Ahnung. Habe ich vielleicht auf Twitch die falsche Laufbahn eingeschlagen? Muss ich vielleicht meinen Content verändern? Ich weiß es nicht. Und ja, ich hab da letzte Woche erst 18 Monate gehabt, hätte ich gemeint. Ja, irgendwas war doch da, oder? Das ist bei dir noch gar nicht so lange her. Das passt schon so, wie es bist, aber Horror ist immer gut. Ja. Also zu Ausnahmefällen, da ist halt dann der Horror bei mir auch nicht ganz so schlecht, oder? Wir haben da letzte Woche oder wann... Ich glaube, es war bei Madison, da haben wir mal kurz drüber geredet, in einer der Pausen, dass ich glaube, wenn ich jetzt jede Woche oder jedes Monat so ein Spiel spielen darf wie Madison, dass da einfach die Hemmschwelle so derartig sinkt, dass es einfach nicht mehr glaubwürdig rüberkommt. Ich denke mir ja bei Resi, wenn ich jetzt Madison spiele und voraussichtlich morgen Abend spielen wir mit Resi weiter, werden wir morgen wahrscheinlich auch fertig spielen. Bei Resi catcht mir das nicht mehr annähernd so stark, weil ich einfach jetzt durch Madison eine ganz andere Hemmschwelle habe. So, ne? Und ich glaube halt einfach, wenn ich jetzt jede Woche oder jedes Monat so ein Horrorspiel spielen darf, dann darf es einfach irgendwann keinen Spaß mehr machen. Weder für mich, weil mir einfach nichts mehr catcht, noch für euch, weil ich mir einfach kaum erschreckt. Und so glaube ich, wenn ich halt einmal im Jahr so einen Horrormonat einrichte, glaube ich, haben wir alle viel, viel mehr davon. So. Also, das ist halt das, was mir ich denke, ne? Okay, Duschen hat auch gespart, Mitz hat meine Hand gewaschen. Ja, warum, für was hat man Haustiere, ne? Das denken wir ab und zu beim Hund von meinen Schwiegerleuten auch. So ist er auch manchmal in herzhafter Reinigungslaune.
Ja, aber die Twitch-Subs fanden bei mir ja immer super. Hey, verschrei's nicht, ja. Am Anfang haben wir da ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, das stimmt. Aber mittlerweile, ja, mehr, solange du zappen kannst. Auf ein Herzklappen musst du aktuell zu lange warten, das ist nicht wert. Ja, genau, stimmt. Ich möchte jetzt nicht als eigentlich gesunder Mensch jemanden ein Herzklappen wegnehmen, der es wirklich nötig hat. Ne? Das ist eigentlich der eigentliche Grund, warum ich nicht tagtäglich Horrorspiele spiele. Der Price hat mir leider durchschaut. Verdammt. Gehst bei Handwaschen, da tun sie dieses. Nicht ausrutschen. Ne? Puh, glaubst du wirklich? Also bei mir ist es weniger geworden, aber bin trotzdem nur super schreckhaft. Also im Vergleich zu mir bist du eben ein emotionaler Felsbrocken, was Horrorspiele angeht. Ne? Du wirst es nachher bei Madison wieder deutlich merken, dass mir ich viel mehr in die Hosen scheiß als wie du. Glaub mir das. Ja, die Mietz ist halt auch, was du hast. Stimmt. Doch, das ist auch Teil des Schiffs, Teil der Crew, ne? Das ist so gehört, du mitgehangen, mitgefangen. Das hilft halt immer nicht. Ich freue mich drauf, es klingt so. Es klingt so sadistisch. Ja, es ist. Was bei sicheren Projekten stellt sich so wirklich die Schadenfreude von der Community mal so richtig zur Schau, ne? Da sieht man mal so richtig, wer eigentlich insgeheim ein richtiger Sadist ist, ne? Das sind ungefähr 95% von denen, die da jetzt in der Liste haben, ne? Die, wo jetzt da sie gemütlich hinter auf der Couch sitzen können, ja, und sie ins Feistchen lochen, wenn mich wieder irgendein so scheiß Dämon angrenzt von 5 Meter weit und ich da hingehen muss, ne? Haben wir ja letztes Mal gehabt, war zauberhaft. So, Couch ist hergerichtet, Sicherheitskatze am Start, kann losgehen. Das für der Leo nicht, vor lauter Schreck dann geht die Mauer fliegt, gell? Das, oder der Bu, oder der Socks, ne? Das wollen wir natürlich nicht. Aber zauberhaft, wenn ihr das Couch schon hergerichtet habt. Perfekt. Kartel habe ich dir, grüß dich gut. Ich habe jetzt gestern, oder vorgestern, ich weiß es nicht mehr, wann es war, ich habe einmal beim Bärtigen nur in die Playlist geschaut, der hat ja Madison vor einem Jahr auch gespielt. Der hat 3 Parts, also 3 Streams braucht dafür, ja, die wo alle zwischen 2,5 und 3 Stunden gegangen haben. Es kann jetzt natürlich im Bereich des Möglichen sein, ja, das weiß ich natürlich nicht, ich weiß nichts vom Spiel, ich habe mir jetzt nichts angeschaut, sondern nur die Playlist an und für sich, wie lange haben die Streams dauert. Es kann natürlich sein, dass wir heute mit Madison fertig werden. Das kann möglich sein. Sofern wir halbwegs gut durchkommen, ich meine, der Prof hat mich schon darauf hingewiesen, dass es wohl an der Stelle, wo ich jetzt dann hinkomme, einen Bug gegeben hat und wahrscheinlich immer noch gibt. Ich schätze einmal, der Prof wird dann sehr laut schreien, hey du, pass auf, du musst Spain einstarten. Wir haben ja schon mal einen Bug gehabt im ersten Stream. Müssen wir halt schauen, wie wir vorankommen. Ich werde dann natürlich zwischenzeitlich einmal nachfragen, oder euch fragen, die Leute, die schon gespielt haben, wie lange wir ungefähr noch brauchen, aber sollte es sich so ausgehen, dann spielen wir Madison heute natürlich fertig. Ja, also ich werde jetzt nicht aufhören, wenn später nur noch 20 Minuten geht. Das macht ja keinen Sinn. Ne? Also deswegen kommt es mir fast ein bisschen zugute, dass wir wegen eher anfangen können, weil ich habe jetzt streng nur bis 6 Uhr Zeit. Also ich schätze mir, innerhalb von 4 Stunden wird man das vielleicht durchbringen. Mal schauen, ich weiß es wie gesagt nicht. Ne? Seien wir ehrlich, wenn die Reaktionen aus der Community nicht kamen, war es doch auch irgendwann enttäuscht, oder? Das stimmt allerdings. Kathi, du hast nicht Unrecht. Wenn jetzt überhaupt keine Resonanz eurerseits kam, dann darf man irgendwann auch Gedanken machen. So von wegen, ja, interessiert es überhaupt irgendjemand so? Also es ist schon richtig so. Das passt dann schon. Ich beschwere mich ja auch noch. Absolut nicht. Absolut nicht. Meskalin habe ich dir, grüß dich gut. Und Jui habe ich dir. Schön, dass du da bist. Ja gut, sonst, was gibt's bei mir Nice? Ich habe gestern den ganzen Abend Tennis spielen müssen, hab leider in meinem Einzel schonungslos aufs Maul gekriegt, weil der ungefähr 3 Klassen stärker war, als wie ich selbst spielen kann. Im Doppel war es mir eigentlich besser gewesen, da haben wir aber dann leider wieder mal im Match-Tiebreak 14:12 verloren. Alles in allem war es sportlich gesehen gestern kein guter Tag, aber baustellentechnisch war es eine sehr gute Woche. Wir haben auch angefangen, Rigipsplatten an die Decke zu machen. Das geht jetzt wahnsinnig gut voran. Die Wohnung schaut jetzt auf einmal, da wo wir jetzt schon Platten drum haben, ganz anders aus. Es wirkt jetzt da an den Stellen definitiv nicht mehr wie ein Rohbau. Es nimmt Formen an. Wir kommen ganz großen Schrittes langsam Richtung Ende. Haben wir zwar noch ein bisschen weg davon, aber so gesehen geht es sehr, sehr gut voran. Die Woche werden wir einiges schaffen, wenn wir richtig gut
dranbleiben können, dann wären wir die Woche sogar mit der kompletten Deck fertig. Mal schauen. Ansonsten gibt es eigentlich soweit jetzt nichts Neues zu berichten. An und für sich. Normalerweise werden Streams unter der Woche wieder ganz normal stattfinden können. Morgen normalerweise Montag wie gehabt und Mittwoch normalerweise wie gehabt. Müssen wir allerdings schauen, wie wir das handhaben. Wir werden morgen definitiv mit Resi 2 fertig und wir werden heute, wie gesagt, wahrscheinlich mit Madison fertig. Was wir dann rein? Ob wir dann sagen, hey, du pass auf, es gibt noch, wir könnten noch eine Woche kurze Horrorspiele spielen, weil ganz ehrlich, also aus meiner Sicht macht es nicht Sinn, noch mal ein riesen Horrorprojekt anzufangen. Also, ich glaube, das werde ich innerhalb vom Oktober dann nicht mehr schaffen, weil zumal, wenn irgendwas auf der Baustelle dazwischen kommt oder ein Stream ausfällt, aus welchem Grund auch immer, dann stehen wir nämlich da. Ne? Aber da unterhalten wir uns dann, wenn es soweit ist. Da findet man dann schon eine Lösung. Sabi, habe ich dir, grüß dich gut. Wie geht's da? Gibt aber dann wieder bessere Spiele. Ja, also auf der Agenda stehen jetzt auf alle Fälle noch Lies of P. Das haben wir ja vor dem Horror Oktober angefangen. Da werden wir auch weiterspielen. Lords of the Fallen ist vor 2 Tagen rausgekommen. Das habe ich bereits auf Steam. Das brauchen wir gerade mal noch installieren. Wobei das noch gut ist, wenn wir das noch ein paar Tage auszögern, weil es soll wohl ein paar Performance-Probleme geben. Da wird noch der große Patch abgewartet, der schon angekündigt ist. Das werden jetzt so dann im November die 2 Spiele sein, die uns da ein bisschen begleiten werden. Wir werden wahrscheinlich vor Weihnachten noch die Hardcore-Nuzlocke spielen können. Ich habe den Hack fast durch. Es sind nur noch 2 Sachen, die ich machen muss. Dann werden wir wahrscheinlich vor Weihnachten noch mit der Hardcore-Nuzlocke anfangen, die wo diesmal wirklich richtig Hardcore wird. Und ansonsten müssen wir mal schauen, was wir uns dann noch so an Projekte zu Gemüte führen. Es sind generell mehrere Spiele, die wo ich schon mal für den Stream überlegt habe. Assassin's Creed Mirage werden wir uns wahrscheinlich im Stream mal anschauen. Von dem bin ich bisher auch sehr positiv überrascht, was ich so ein bisschen gesehen habe. Aber wie gesagt, was jetzt erstmal wichtig ist, jetzt machen wir mal die Horrorspiele fertig. Dann schauen wir weiter, wie wir weiterfahren. Und ansonsten kommt dann Lords of the Fallen, beziehungsweise halt dann auch erst einmal Lies of P. Lies of P definitiv, weil das haben wir angefangen, da spielen wir auf jeden Fall weiter. Und Lords of the Fallen ist halt eigentlich das Spiel, auf das ich schon das ganze Jahr ein wenig warte. So. Sau gutes Game, finde Lords of the Fallen besser als Lies of P. Ich hab mir dazu nichts angeschaut. Lediglich die Gameplay-Trailer, die wo halt offiziell vor Release rausgekommen haben. Ich gehe auch bei diesem Spiel komplett blind rein und komplett ohne Spoiler. Aber ich hab bisher nicht wirklich, bis auf die Performance-Probleme, habe ich nichts Schlechtes nicht gehört. Und zack ist Weihnachten. Das Jahr wird wahnsinnig schnell rum sein. Auf jeden Fall. Aber gut, Freunde der Sonne. Was dann wann wie gezockt wird, das schauen wir uns dann an, wenn es soweit ist. Ich darf vorschlagen, auch wenn ich überhaupt keine Lust nicht habe drauf, wir schauen jetzt in Madison rein, okay? Wir haben ja letztes Mal in eine Kathedrale gekommen, in einer Kirche. Der Dämon scheint wohl auch da drin zu sein. Ich habe in meinem Leben noch nicht viel gelernt, aber wenn ich was gelernt habe, dann ist die Tatsache, dass sich Kirche und Dämon in der Regel nicht ganz so gut verstehen. Also ich stelle mir jetzt heute auf sämtlichste, schlimmste Jumpscares ein, die wo man sich vorstellen kann, weil ich kann mir vorstellen, dass der Dämon versucht, die Kirche auf links zu drehen. Was dann jetzt genau auf uns wartet, das werden wir jetzt dann rausfinden. Ich bin überhaupt nicht scharf drauf, aber es hilft eh nicht. Irgendwer muss das Opfer spielen und in dem Fall bin es halt ich. Ne? Und ihr seid die Lachenden, die zuschauen dürfen. Was die Bibel schon am Start? Na. Der Dämon hat uns ja letztes Mal schon eindrucksvoll gezeigt, was er von einem Kruzifix hält. Ja, er hat einfach alle einmal umgedreht. Das war, glaube ich, mit Bibel. Kirche Satans und Dämon scheint schon kompatibel zu sein. Ja. Wenn überhaupt. Aber gut. Jetzt schauen wir dann einfach mal. Ja, es ist. Werden wir schon irgendwie werden wir es schon überleben. Ich habe die letzten 2 Madison-Streams irgendwie überlebt. Ich weiß zwar nicht, wie ich es geschafft habe, aber also wird man den heutigen auch irgendwie überleben. Ja? Also so gewissermaßen bin ich auch nicht ganz allein. Das ist ein bisschen das Positive. Ne? Von daher werden wir schon irgendwie reißen. Irgendwie. Also ich hoff's. So, Spey, machst du auf. Das war zauberhaft. So. So machen wir.
Sehr gut. Dann schauen wir mal. Also wenn ich Madison überlebt habe, dann wirst du auch überleben. Was hast du schon durch, Kathi? Wahrscheinlich. Direkt Gear 5 Spoiler. Ja, Pechcode. So. Ja, das Scheißhaus, da haben wir letztes Mal drin gewesen. Das ist irgendwie zugekehrt, wie auch immer. Das Eck da, ja, das war, ne, dieses Eck, das hat uns letztes Mal einen gehörigen Schrecken eingejagt, weil quasi jetzt von Enk aus gesehen, wenn wir jetzt rechts von der Tür ist ja der Gang hinter und da ist der blöde Dämon gestanden, hat sich ans Pfiffer und hat gesagt, ja, du komm mal her, du musst jetzt da mal zu mir, du musst da mal eine Audienz halten. Das hat er ganz witzig gefunden, ich nicht. Und das ist dieses besagte Klo, wo wir da drinnen waren. So, wie gesagt, wir haben jetzt in dieser Kathedrale, wir haben jetzt bei 46%, gut, vielleicht bringen wir es heute noch nicht durch, müssen wir mal schauen. Aber das kriegen wir jetzt dann schon hin. Jetzt müssen wir erst einmal schauen, was da Phase ist. Ne? So, ich gehen wir jetzt einen Kaffee und einen Kuchen ins Gesicht schmeißen. Viel Spaß beim Hosenunfall. Ja. Schau auf, dass dir der Kuchen nicht hinten wieder rausrutscht noch hat. Und einen guten. So. Dann schauen wir mal. Habt ihr Bild und Ton? Ich gehe mit. Also beide habt ihr auf alle Fälle. Ich hoffe, ihr habt einen Ton auch. Aber normal schon. Wenn ihr ich habt, müsst ihr ihn ja haben. Genau. So. Da haben wir letztes Mal stehen bleiben. Wie auch immer wir auf dem Friedhof gekommen haben, wir haben ja irgendwie von da oben reingekracht. Wohl oder übel. Und ja. Wie es jetzt da weitergeht, das müssen wir uns halt jetzt anschauen. Ne? Wie gesagt, Dämon und Kirche vertragen sie in der Regel nicht so gut. So, wie schauen wir denn aus? Was haben wir denn noch? Genau, unseren Meinungsverstärker haben wir noch dabei. Da können wir einen Dämon vielleicht einmal aufs Hirn aufklopfen. Wenn es pressiert und mehr haben wir da. Ja, das geht ja schon. Das geht schon wieder gut an. Ne? 5 Sekunden im Spiel und schau die ersten Geräusche, die ich nicht haben will. Ja, perfekt. Da klang ich schon wieder. So, jetzt schauen wir da erst einmal. Was haben wir denn da überhaupt? Was ist da? Irgendwas quietscht da. Was haben wir da? Besucht unsere Kunstwerke in den biblischen Irrgärten. Wir erneuern unsere Irrgärten jedes Jahr. Kathedrale von St. Jupiter. Ja, perfekt. Ein biblischer Irrgarten. Ein Pluspunkt mehr, den wo der Dämon nicht mag. Ich hab so das Gefühl, das wird alles andere als wird sauberhaft für uns. Ja gut. ...2022. Mir geht's super, danke und selber. Das freut mich zum Hören. Jetzt gleich geht's mir nicht mehr so gut. Vermute ich mal. Ja, na toll. Ja, perfekt. Die erste Tür und es ist einfach fotzengrobfinster da drin. Da können wir nicht einfach da hinten sitzen bleiben. Aber was tut denn da schon wieder so kreislich? A yellow candle. Eine gelbe Kerzen. Haben wir schon. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Oh, da ist Licht. Da ist Licht. Licht ist gut für uns. Licht ist immer gut für uns. Sehr gut, und ein Holz mit Europaletten haben wir Ratzeneiharz. Das ist der perfekt. Perfekt. So, da steht jetzt 1987 drauf. Wahrscheinlich ein Foto machen, oder? Alter, Katz springt auf. Ja, deine Katzen wird noch mehrere Jumpscares haben. Erected in 1951, ja.
Erektion war 1951. Was? So, wir haben jetzt drei Jahreszeiten. Also 3 Jahre. 2022, 1987 und 1951. 1951 war doch da der Vorfall mit der Madison Hall, glaube ich, oder? Oder war das 1987? Da haben wir so ein bisschen Lore erfahren, wenn mich nicht alles täuscht. 2022 ist quasi das Hier und Jetzt, also in dem Spiel. Ne? Das sollte quasi die Gegenwart darstellen. Und, ja, toll, und was soll ich da jetzt? Achso, ist wieder. Das ist schon wieder so finster, das mag ich nicht. Also muss ich... Moment einmal. Also ich muss mich... Also ich versetze mich quasi mit dem Fotografieren dieser Jahreszahlen in die jeweilige Zeit. Sage ich das richtig? Besucht unsere... Du kannst mir mal fett am Arsch lecken mit deinem scheiß Irrgarten. Du kannst so allein umeinander irren, du Vollidiot. Was ist das jetzt? Grüne Kerzen, oder was? Blaue Kerzen. Wir haben mal gelbe und eine blaue Kerzen. Okay. Jetzt aussehen. Also ich sag dir jetzt mal ganz klar, wie es ist, gell? Wenn da jetzt irgendein Geisternonne umeinander springt, dann geh ich mich erschießen. Freunde, da sage ich es wie es ist, dann gehe ich mich erschießen. Oh nein, da bläht irgendwer. Oh nein, da bläht irgendwie. Na los, meh! Sitzt im Beichtstuhl drin, oder was? Die hätte mit ihren scheiß biblischen Irrgärten. Ja, hallo? Blöd. Hello? Excuse me? Me again, oh mother. Nancy. I did it. I finally did it. You have to understand. It was like living with a monster. No, he never loved me. He was a liar. He lied to me. He lied to you. He lied to everyone. He was a liar. He lied to himself. He tried to pretend he didn't have the past. He did. He wasn't a vile, disgusting, despicable piece of garbage. No. He just wanted to marry me, to get away from his crimes. He knew he couldn't stay in Germany. He knew his past was coming to get him. He knew it. He tried to pretend it was all gone, but it wasn't gone. It chased him. It haunted him. It haunted me. Father, you have to understand it. Okay, sie hat wohl ihren Ehemann umgebracht. Was in charge of a gas chamber. Gaskammer? He took so many innocent lives. He destroyed them. He just... Who could do that? There were days I would look into his eyes and I would see a void. Emptiness, just nothing looking back at me. He was already dead. Only God knows how many lives he had taken, but not anymore. I made sure he would not hurt another person. I made sure that he suffered.
I know Okay. God will forgive me for my sins. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done, on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Nein, nicht beten, das ist nicht gut für den Dämon. On earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Ja, wie. Your kingdom Du come. haut's einen Rosenkranz ober, oder was? On earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Okay, was mich jetzt gerade ein bisschen. Halt einmal dein Futzen da drin in deinem Beichtstuhl. Was mich gerade ein wenig stutzig macht, die redet von. Ja, Moment einmal, wir haben im Jahr 1951, oder? Also sprich Nachkriegszeit. Und sie spricht von einer Gaskammer. Ist es im Bereich des Möglichen, dass ihr Ehemann, der wo jetzt offensichtlich tot ist, den hat's scheinbar erschlagen oder umgebracht, wie auch immer, dass dieser Nazi war? Also, nein, ich will jetzt nicht mit irgendeiner Keule durch die Gegend wischen, aber das hört sich halt, ne, geschichtstechnisch, was uns die jetzt gerade so verzeiht hat, so ein bisschen da noch oben, wenn der ein bisschen in die KZ-Werke tätig war. Your will be done, on earth as it is in heaven. Warte mal, was passieren ist, wenn ich den Beichtstuhl fotografiere? Heaven. Nix. Ja, okay, aber, Your will be done. was genau ist jetzt eigentlich meine Aufgabe? Was soll ich jetzt eigentlich machen? Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done. Oh nein, das sind schon wieder so kreislich enge Gänge. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done, on earth as it is in heaven. Hey, haben wir mir von da haben wir aber nicht gekommen, oder? Your kingdom come. Was haben wir da? The color of the sky, the color of the sea, the color of Mary's tears. Hallowed be your name. Your kingdom come. The color of light, the color of the sun, the color of our Father, Lord. Hallowed be your name. Okay. Your will be done, on earth. Da geht nix. Prof, aber der, okay, hast nicht den Bug, sehr gut. Hallowed be your Mei, kannst jetzt du mit deinen Schnauzen halten? Jetzt habe ich verstanden, dass du gläubig bist. Jetzt musst du aber nicht 80 Vater unser runterbeten in einer Minute. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be Okay, von da haben wir gekommen. Ja, dann werden wir. Da geht's einmal nicht weiter. Ja, dann müssen wir da entlang wahrscheinlich, oder? Hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done, on earth as it is in heaven. Wollt mir nicht, dass dort so finster wird. Schau dir den Bereich vom Beichtstuhl mal an. As it is in heaven. Our Father in heaven, Ah, da liegt was. be your name. Your kingdom come. Your will be done. on Er earth ist hier. As it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Wer ist er? Ja, offensichtlich der Dämon, ne? Ja, logisch, dass der Dämon da. Oh nein, jetzt flackern die Lichter. Ah, nein. Nein, los mich. Ich bin im Beichtstuhl. Du kannst mir gar nichts. Hey, was ist denn das da hinten? Your kingdom come. Your will be done. On Hey, was ist das? War doch vorher gerade nicht da. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done. For fuck's sake. Bitte halt die Klappe. Du machst mich narrisch da drin. Du machst mich da narischer als wie der Dämon. Hallowed be your name. Your kingdom come. Hey, was schwebt denn da jetzt? On earth as it is in heaven. Our Father in heaven, Was ist denn das? your will be done. Panzer nackert sich fix, schreckt mich halt nicht so. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Ah, das ist eine Kerzen. Ist das eine Kerzen? Wolle! Oh. Ich geh schon wieder. Bitte du deine Kerzen. Ich geh in meinen Beichtstuhl ein, ich geh in die Embryostellung und alles ist gut. Our Father in heaven, Da, passt schon. Alles in Ordnung. your kingdom come. Your will be done. On earth as it is in heaven. Sollen wir vielleicht miteinander beten? Heaven, Vielleicht hallowed hilft be es. your name. Your kingdom come. Your will be done. On earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done.
Gut, war ja eigentlich klar, dass er da ist, ne? Another candle. Jetzt Moment, ich habe jetzt 3 so Kerzen. Eine, 2, 3. Gelbe, eine blaue und eine grüne. Okay. Sie hat das Betten aufgehört. Hallo, warum hast du das Betten aufgehört? Brav. Das hilft jetzt eh nicht. Ja, wir werden da irgendwo links oder rechts sein müssen. Das wird eh nicht anders werden. My hand. What the fuck was that? I gotta get out of this place. Oh, warum tun das? Kann ich da nicht umgehen jetzt, oder was? Ah, da ist ein rotes Tier. Da ist ein rotes Tier. Und da ist Fotzenkropfenster. 6 positiv war da ein Speicherpunkt? Seriously? Wie du halt jetzt mal Pause drückst, das ist Reflex. Es tut mir leid, das ist jetzt mein Reflex. Ja, ich kann halt auch nichts dafür, ich bin nur der Hosenscheißer. Ah, los mich. Der Karten hat sie unten dran, dann war es ein Speicherpunkt tatsächlich, ja. Ah, los mich! Ah, los mich! Was ist denn das? What the fuck, was ist das? On earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Was war denn das jetzt? Hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom. Das hat aber jetzt nicht ausgeschaut wie der Dämon selber. Das war was anderes. Das war ganz was anderes. Our Father in heaven, hallowed be your kingdom. Das ist jetzt ja wie... Boah, leck, ich hab am ganzen Körper Gänsehaut. On earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, Was zum Fick ist denn das? as it is in heaven. Your kingdom come, on earth as it is in heaven. Your will be done, on earth. Our Father in Ja, ich weiß halt nicht. your will be done. Hey, was bitte? Hä? Sucht so, wie wenn man da Monk nur da. Nein, ich hätte jetzt eher gedacht, das hört sich irgendwie wieder so wie Darth Vader oder irgendwie so. Hä? Was ist. Ich check grad gar nicht. Hä? Ich check jetzt grad gar nicht, was jetzt passiert ist und was ich eigentlich jetzt hätte da sollen.
Moment einmal. Wir gehen jetzt... Jahr 1987. Und dann... Jetzt Moment einmal. Ja, gehen wir nochmal da hinbei. Ja, aber jetzt nochmal, ich verstehe jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht, was jetzt passiert ist. Da ist jetzt irgendein, weiß ich nicht, er hat eine Gasmasken aufgehabt, das war wahrscheinlich der ihr Mo. Und der teleportiert sich scheinbar irgendwie und sticht mir irgendwann random ab. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich, was ich da machen soll. Ich weiß ja jetzt gerade noch nicht einmal wirklich, was meine Aufgabe ist. Ich sammle irgendwelche Kerzen. Die Kerzen kehren dann wahrscheinlich irgendwo hin, logischerweise. Aber was ich genau dann da jetzt machen muss? Vorher haben wir rechts nach hinten gegangen, da ist dann der komische Typ dann gekommen. Zeit? Der ist jetzt schon wieder da. Boah, leck, das ist so eine Psychoscheiße. Bist du komplett behindert? Moment einmal. Da war ein Grenzlicht. Und wir haben auch grüne Kerzen. Wir haben auch grüne Kerzen, wir haben auch gelbe Kerzen und wir haben auch blaue Kerzen. Kann es vielleicht sein, dass wir die Kerzen in der jeweiligen Farbe in den Gänge da irgendwo platzieren müssen? Wo, also zum Beispiel die grüne Kerzen muss irgendwo dahinter, wo das grüne Licht ist. Und man hat wahrscheinlich nur ein gewisses Zeitfenster, wo du das erledigen kannst. Und da gibt es wahrscheinlich, das ist halt bewusster so gemacht, dass du lauter so viele Gänge hast, da wo du nur in der Sackgassen rennst. Und du musst halt irgendwie dem Idioten da entkommen, damit du die Kerzen rechtzeitig platzieren kannst. Ist das im Bereich des Möglichen, Freunde der Sonne? Alter Jumpscare-Alarm, oder? Ja, brutal. Brutal. Ich meine, wenn du mal darauf eingestellt hast, dass jetzt der da die ganze Zeit umeinander springt, dann geht's ja halbwegs so, ne? Aber jetzt ganz am Anfang, wenn du hinkommst, da scheißt dich halt komplett ein. Gut, dann müssen wir aber jetzt halt mehr oder weniger so ein bisschen das fotografische Gedächtnis abrufen, weil ich glaube, ich kann es mir nicht erlauben, da zweimal in der Sackgassen dass ich da zweimal in der Sackgassen renne. Wir müssen uns den Weg irgendwie einprägen, dass wir auf einen Guss richtig durchlaufen können. Die Frage ist halt jetzt dann nur, uns geht auf jeden Fall eine rote Kerzen ab. Weil da war nämlich ein Gang auf der anderen Seite rechts, da wo der vorher das erste Mal gekommen ist, war nämlich ein rotes Licht. Das heißt, da muss irgendwo eine rote Kerze hin, die haben wir aber noch nicht. Jetzt schauen wir nochmal. Da müssen wir jetzt irgendwie außerdüfteln, das hilft nicht. So, da feiern wir nix. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich der andere wieder daher. Da schaut es mir auch nicht so an, da ist Sackgasse, okay? Da geht's weiter, immer ein grüner Licht nachher. Grünes Licht, da ist irgendwas.
was mir ausschaut, das kann man da was platzieren. Aha, da siehst du es da. Ah, warte mal. Fuck, da war vorher... Wir haben ja vorher ein Rätsel gehabt. Das hat die 3 Beidel beschrieben. Grüne Kerzen. Wo ist denn das gestanden? Das ist irgendwo... Wo ist denn das nochmal gewesen? 31 Jahre in Landshut gewohnt und keine richtige... So, wir's los, Tochter 3, weil ich ins Kino Paw Patrol. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Cartman, viel Spaß im Kino. Du hast auf alle Fälle ein bisschen was Schönes zum Anschauen, wie jetzt das, oder? Und einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Und danke, dass du kurz reingeschaut hast. Okay. Wir haben ja 3... Jetzt pass auf. Platzieren wir jetzt einfach einmal. So, die haben aber... Leck du Arschloch! Blauer Himmel und Wasser. Ja, ja, nimm das. Was ist Himmel und Wasser? Das ist Himmel und Wasser, oder? Ja, stich mich halt dann einfach an, ist doch gut. Ja, passt schon, ist schon recht. Gelb war Sonne und die Herrlichkeit des Vaters. Also ist die Herrlichkeit des Vaters ist dann wahrscheinlich, da ist der Jesus gemeint dann wahrscheinlich damit, oder? Aber das passt eigentlich wenn wir gelb mit Sonne haben und Herrlichkeit des Vaters, blau war Himmel und Wasser, dann ist das Grün dann einfach das dritte, was überbleibt. Jetzt wahrscheinlich haben meine Kerzen auch alle weg, oder? Die haben jetzt platziert. Ja, die haben platziert. Ja, okay. Da müsste grün die Mama sein, ja. Ja, es ist schon Psychoscheiße, gell? Also da kannst jetzt auch gar nichts sagen. Aber das ist jetzt der Abschnitt da mit dem Gasmaskentypen. Das ist die ersten 3 Mal schlimm, aber jetzt bin ich halt darauf eingestellt, dass der jederzeit irgendwann daherkommt. Und mir ans Leder will. Okay, pass auf. Grün müsste dann die Mama sein. Nehmen wir das mal da her. Das nehmen wir nochmal mit und das nehmen wir auch nochmal mit. So, jetzt müssen wir schauen. Ist das die Herrlichkeit des Vaters? Das kann natürlich jetzt auch sein. Aber passieren tut da nichts. Passieren tut da leider nichts. Vielleicht geht uns Ohrkerzen ab. Sollen wir vielleicht einmal in den anderen Gang umschauen, wo der rote Gang ist? Hast du das Feuerzeug noch? Nein. Du kannst da, wenn die Kerzen da platzierst, du kannst mit der Kerzen auch sonst nichts tun. Du kannst es nur aufnehmen oder halt hinstellen. Wo ist denn der Rätseltext gewesen? Der war der am Anfang? Ich weiß nicht mehr, Scheiße, ich weiß nicht mehr, wo der Rätseltext gewesen ist. Ja, jetzt kommt dann, ja, jetzt kommt dann wieder der, ist ja klar. Ja, jetzt schauen wir mal einfach der Vollständigkeit halber da hinten hin. Vielleicht finden wir da auch noch
Okay, da ist nichts mehr. Ah, da geht's noch weiter. Boah, leck, das ist ein kompletter Irrgarten. Da ist dasselbe nur einmal. Da ist dasselbe nur einmal nur in Rot. Okay. Da ist dasselbe nur mal nur in Rot. Ja, stich mich an. Da ist noch Maps in Blau. Okay. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Our Father in heaven. Schauen wir mal, da ist das Kling, glaube ich. Nein, das war's nicht. Warte mal. Wir haben eine blaue Kerzen, wir haben eine gelbe Kerzen und wir haben eine grüne Kerzen. Ja, stich mich ab, ich sag die doch eh schon mal anstopfen, das ist jetzt auch wurscht. Ja, was war's denn jetzt? Stich mich einfach an. Kann das sein, dass... Jetzt pass auf, wir haben 3 Kerzen mit 3 Farben. Wir haben 3 Räume. Einen grünen, einen roten und einen blauen. Kann es sein, dass man die blaue Kerzen an das richtige Bädel im blauen Raum stellen muss? Die grüne Kerzen im grünen Zimmer zu dem richtigen Bädel? Aber was ist da mit der roten? Die rote geht uns ab. Die rote geht uns ab. Weil die rote ist ja nicht gelb, ne? Weil wir haben ja gelbe Kerzen auch, an und für sich. Das sollte mal zum Doc schauen, das Brickerl Schnaufer hört sich nicht gesund. Ich glaube, der raucht's viel, weil wir auch Habitiere. Es ging über dem Gang von den Jahreszeiten. Gegenüber. Also sprich da aus und in den anderen End eine. Stimmt, da war er drin, ja, richtig. The color of light, the color of the sun, the color of our Father, Lord. The color of the sky, the color of the sea, the color of Mary's tears. Die Frau ist blau. Die Frau ist blau. Die Farben des Wassers. Farben der Tränen ist Frau. Okay, blau ist Frau. Und er war die Farben des Lichts. Farbe der Sonne, Farbe des Lichts ist dann quasi gelb. Also ist er ist die gelbe, der alte Zausel ist die gelbe Karten, er ist der blaue, dann ist der Jesus, Sepp der Grüne, ja, ist doch schon gut jetzt.
Merken wir uns das bitte einmal schnell geschwind, okay? Hau ab, du Gasmaskenheini. Frische Luft hat er auch nicht schon, du Vollmongo. Er zirkt grad nicht. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich da die Kerzen stehen lassen habe, aber das werden wir jetzt rausfinden. Aber du kannst von dem auf jeden Fall davonlaufen, scheinbar. Hey! Wer Zielsucher, du dumme Sau! Ja, einen Zielsucher brauche ich nicht schwer. Ja, natürlich war es im Gränenzimmer. Okay, dann müssen wir wieder retour. Kriegen wir schon irgendwie. Ins Gränenzimmer, das hilft eh nicht. Es ist aber schon ein wenig, es ist schon ein wenig weird, das Level da jetzt, gell? Okay, da haben wir eine Kerzen. Okay, pass auf. So. Das ist her, das ist her und das ist her. Gräer ist der Jesus Sepp gewesen. So. Farben des Lichts, Farbe der Sonne ist nach Adam und Riese gelb. Auch wenn die Sonne eigentlich weiß ist, aber okay. So, und dann bleibt für die gerade noch blau. So, aber was ist jetzt? Was muss ich jetzt machen? Vielleicht musst du im Jahr 1987 im roten Raum abstehen, 1951 im grünen und 22 im gelben. Stimmt, wir haben ja 3 Jahreszahlen, gell? Dass ich pro Jahr... Warte, pass auf, Wi-Fi, das probieren wir jetzt aus. Wir nehmen jetzt einmal... Ein Jesus-Sepp lassen wir jetzt mal da so stehen, okay? Wir lassen einen Jesus-Sepp jetzt da mal so stehen und nehmen die anderen 2 Kerzen mit. Und dann reisen wir einfach mal in eine andere Zeit und platzieren wir dann die anderen Kerzen in einen anderen Raum. Und dann schauen wir mal, ob man es überhaupt so machen kann. So, reisen wir mal ins Jahr 1987. Da geht's nicht weiter. Dreikaria, danke dir für deinen Raid. Vielen lieben Dank. Willkommen zu Planlos durch Madison. Grüß euch, wie geht's euch? Vielen lieben Dank. Ja, wo kommst du denn her? Grüß euch, wie geht's denn? Was habt ihr denn gespielt? Elden Ring, oha! Nice! Elden Ring, zauberhaft Spiel. Sehr, sehr geil. Kommt nächstes Jahr Platin Run. Cookie Max! Ich wurde hier hingeschoben. Ja, das ist sehr gut. Schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch? Alles, habt ihr einen tollen Streamcode? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Elden Ring, schau mal, automatischer Plus. Ja, Souls-Spiele immer gut. Immer gut. Elden Ring habe ich sehr, sehr gefeiert. Ich hoffe, du bist nicht zu sehr aufgehalten worden. Ach, da ist... Achso, die Tier da, ja. Muss schon kurz passieren. Leute, Shoutout ist im Chat, schaut's gerne mal bei der Dreikaria drauf. Ich habe deinen Namen leider bisher noch nie gelesen. I'm sorry. Aber bitte draufschauen und ein bisschen Liebe da lassen, Freunde der Sonne. Für die Leute, die mich nicht kennen, das werden wahrscheinlich jetzt einige sein. Ich bin der Bazi. Ihr hört es, ich spreche im Dialekt. Ich spreche Niederbayerisch. Wir spielen heute Madison. Wir befinden uns aktuell im Horror-Oktober. Wir verzweifeln gerade so ein bisschen an einem Rätsel. An und für sich gibt es bei mir eigentlich Story-Spiele zum sagen, also sprich sowas eben wie Elden Ring zum Beispiel oder, keine Ahnung, The Last of Us, God of War, lauter solche Sachen.
von daher, schön, dass ihr da habt. Macht es euch bequem, wenn ihr irgendwelche Fragen an mich habt. Stellt es einfach gern, wenn ihr irgendwas nicht versteht. Auch das bitte jederzeit gerne in den Chat schreiben. Ich bzw. die Community übersetzen dann für euch, wenn ihr was nicht versteht. Und ansonsten einen schönen Aufenthalt und angenehmes Mitgruseln. Ja, ich muss noch ein bisschen was erledigen und hab Köppi-Bums. Also war es heute ein etwas kürzerer Stream. Madison habe ich richtig geliebt. Ja, toll. Ich nicht. Aber ich wünsche auf alle Fälle, schau mir eine gute Besserung und bleibt mir, dass das hierher gefunden habt. Ich habe tatsächlich vergessen, was die Lösung war. Jesus Sepp Gräer, blau war die Mama und gelb war der Vater. So, auf die Art. Ja, okay, das wird aber dann wahrscheinlich genau so werden. Jetzt pass auf, im Jahr 2022, von da kommen wir ja her. Das heißt, dann bleibt uns eigentlich nur noch eins übrig, dass wir pro Raum eine Kerzen hinstellen. Das ist das Einzige, was noch Sinn macht. Du klingst sympathisch, ich suche mal nach einem Untertitel. Na, wie gesagt, wenn irgendwas undeutlich oder unklar oder nicht verständlich ist, einfach jederzeit nachfragen. Ist überhaupt kein Thema. Ich kann nur ja Mai. Ja, das ist der Klassiker in Bayern. Das, was ich geschrieben habe. Was hast du geschrieben? Was hast du geschrieben? Oder vielleicht zu jeder Farbe eine Kerze. Ja, genau, so ungefähr. Hoppala. Entschuldigung. Scusi. Na, die Gesamtlösung von dem Rätsel, meine ich, ist eh gut. Kann ich wieder miträtseln. Also, ich vermute mal, dass der Shadow. Ich glaube, dass der Shadow gar nicht einmal so weit weg ist. Weil das macht Sinn. Die anderen zwei Räume kann ich halt nichts tun. Die anderen zwei Räume, die anderen zwei Zeiten. Also, pass auf, wir haben jetzt die blaue Kerzen. In Jesus Sepp haben wir in Raum Grün, in Raum Blau. Garantiert, dass die Farben der Kerzen zu den Räumen dazugehören. Da gehen wir jetzt in den blauen Raum, stellen wir dort die blaue Kerzen ein und dann rennen wir nochmal zum Jesus-Seppen. Und machen wir es gleich, also hören wir einfach gleich die Kerzen. Weil es eh schon wurscht ist. Das werden wir zwar wahrscheinlich sterben, aber das ist es mir jetzt wert. So. Ach, ihr habt beide schon dabei? Ja gut, okay, easy. Dann rennen wir jetzt nirgends mehr hin, okay. So, ich gehe jetzt Waffeln futtern und nachher einen schönen Stream. Dreikaria, lass dir bitte die Waffeln schmecken und nochmal vielen lieben Dank für dein Raid. Hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank und einen schönen Sonntag wünsche ich dir. Aber ja, Flash, einen schönen Sonntag euch. Ja, so steht's ja. Es ist nicht so zauberhaft, wie ich mir das erhofft habe. Okay, die grüne Kerze vom Jesus Sepp, die steht zumindest schon mal in einem grünen Raum. Das ist ja schon mal was, ne? So, das heißt, wir gehen jetzt halt in den blauen oder in den roten. Gehen wir mal in den blauen, weil da haben wir blaue Kerzen. Ich will jetzt kein Foto mehr machen, oder was? Achso, weil mein Album voll ist. Hallo? Warum kann ich das jetzt nicht? Warum kann ich jetzt das nicht untersuchen? Hä? Hey, ich kann nichts mehr da. Okay, habe ich jetzt einen Bug oder was? Ist das der Ernst? Ja, okay, scheinbar. Ich hab scheinbar einen Bug. Ja, perfekt. Ja, ist bitter. Muss ich halt schauen. Jetzt muss ich halt schauen, wie viele Kerzen da ich noch hab. Weil es kann jetzt sein, dass wir den ganzen Scheiß nochmal machen müssen. Aber gut, dann wissen wir zumindest, ne, was wir machen müssen. So. Ich hab alle 3 Kerzen jetzt noch. Okay, dann hat's an der Stelle gespeichert. Kann ich jetzt was untersuchen? Jetzt kann ich wieder untersuchen. Passt. Dann gehen wir jetzt straight in den grünen Raum, platzieren wir einen Jesus-Sepp. Dann laufen wir in den blauen Raum, platzieren wir die Mama. Und dann rennen wir in den roten und schauen wir, was dann passiert. Also im Endeffekt haben wir jetzt keinen Verlust nicht gemacht. Das ist okay. So.
Trinken tue ich dann gleich, Sabi. So. Jesus-Sepp ist grä, der Jesus-Sepp kriegt eine grüne Kerzen. So. Die steht schon mal. So, dann jetzt ab in den blauen Raum. Der ist unten links. Also am Beichtstuhl links. Meiner die. Cookie, danke. Ich hoffe, ich sprich deinen Namen richtig aus. Ich sage jetzt einfach Max zu dir. Danke für dein Following. Vielen lieben Dank. Herzlich willkommen. Da ist der blaue Raum. Dann gehen wir jetzt dann gleich mit da rein. Blau ist ja an und für sich eigentlich eine schöne Farbe. Wenn es nicht der Zustand auch war. Mal dezent verlaufen. Ich habe mich verlaufen. Wegen Fangst spielen mit ihm. Weiter. Hey, läuft die ganze Zeit im Kreis, what the hell? What the hell? Ja, du stehst da. Ah, jetzt wird der Schuh draus. So, blau, 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 ist da. Keine Ahnung, ob ich da jetzt noch mal lebendig rausfinde. Werden wir rausfinden. Ist ja gescheiter so. Okay, dann bleibt jetzt eigentlich nur noch der rote Raum übrig. Es sei denn natürlich, die Kerzen resetten sie, wenn ich jetzt stirb, aber das war vorher zumindest nicht so. Pass auf, ich müsste jetzt rein theoretisch nur noch eine Kerzen haben, oder? Das ist jetzt die gelbe. Okay, passt. Es wird immerhin gespeichert. Dann bleibt uns jetzt nur noch der rote Raum übrig. Ich weiß zwar nicht, was Gelb und Rot miteinander zum Tor haben, aber werden wir jetzt herausfinden, ob wir dann auf dem richtigen Weg haben. So, der rote Raum war hinten rechts. Für so viel Dialektleidenschaft gibt es einen Follow. Vielen lieben Dank. Ja, Dialekt ist Kultur, da ich fast behaupten. Beziehungsweise vielleicht soll das Rot eigentlich gelb darstellen werden, ne? Also ich weiß auch nicht. So farbenblind und so mäßig, ne? Aber jetzt schauen wir mal, mehr wir außerfinden können wir es ja nicht. Oder mehr wir testen können wir es ja nicht. Okay, die sind da mal in Sackgassen gerannt. Perfekt. Wahrscheinlich laufe ich jetzt bei meinem Talent eher zurück. Ah, tatsächlich nicht. So, dann bleibt nur noch er übrig. Ja, okay. Aber ob das jetzt was bringt, das weiß ich nicht. Sollten wir vielleicht jetzt einmal in ein anderes Jahr schauen. Das war jetzt... Da hinten ist auch nur ein Raum. Ah, okay, dann macht's Sinn. Dann macht's Sinn. Jetzt macht's Sinn. Da hinten war ein gelber Raum, den habe ich gar nicht gesehen. Jetzt macht's Sinn. Jetzt ergibt's einen Sinn tatsächlich. Denn ich hab den gelben Raum gar nicht gesehen. Ich mach mich nun leider mal raus, möchte selber noch was daddeln. Viel Spaß euch allen beim Spuren. Bis bald. Cookie, danke dir. Viel Spaß beim Zocken und schön, dass du reingeschaut hast. Und danke nochmal für dein Following. Vielen lieben Dank. Da hinten links, ganz im Eck, ist ein gelber Gang.
Okay, da müssen wir... Ja, leider, es tut mir leid. Sorry, aber... Ne? Ich spiele zum ersten Mal. Ich habe halt auch keinen Plan nicht, was ich tue, eigentlich. Ich bin Souls-Spieler-Experte, aber so Horrorspiel... Kann ich jetzt wieder kein Foto nicht machen, oder was? Nervst. Okay, hinten in den Raum... Da hinten ist der weiße... Also das weißes Licht sozusagen, ne? Flauschknödel zur Beruhigung. Jetzt gerade geht's eigentlich, ne? Ich hab mir jetzt auf den Haumtaucher da eingestellt und jetzt ist für mich gerade eigentlich überhaupt nicht mehr so schlimm. Also mach mit Zucki noch ein wenig, weil er halt einfach so dermaßen random vor mir daherkommt. Aber jetzt gerade aktuell muss ich wirklich sagen, ich klopf gerade imaginär so ein bisschen auf Holz. Es geht. Okay, das kriegt mich wirklich jedes Mal, gell? So, wir brauchen die da. Gehst mit, auf geht's. So, und jetzt in den Raum hinten rechts, neben, also unterhalb vom Beichtstuhl mehr oder weniger. Und dann schauen wir mal, da muss fast irgendwas passieren, das kann nicht anders sein. Vor allem, was mir gerade auffällt, man rennt auch schneller, sobald er daherkommt. Da kannst du aber auch nichts tun. Wenn er die hat, dann hat er die. Du kannst da auch nicht wirklich was, ne? Schauen wir mal. Du brauchst dich gar nicht entschuldigen, soweit kommt's noch. Ja, es ist vielleicht für euch dann ein bisschen, ne? Für euch ein bisschen langweilig zum Anschauen, wenn ich halt da 50 Mal an derselben Stelle vorbei renne. Aber, wie gesagt. Gelbe Kerzen haben wir dabei, okay. Aber ich glaube, dass man da, wenn man das erste Mal spielt, brauchst du generell eine Zeit, bis du das Rätsel einmal verstanden hast. Ja. Jetzt habe ich 2 Gänge, die wo gelb haben. Vielleicht jetzt alles. Okay. Also die. This is impossible. This place didn't look like this a second ago. Okay, Frage. Ihr dürft mir jetzt ein backseaten, okay? Oder ihr dürft mir jetzt auch sagen, ob es richtig oder falsch ist, für die Leute, die wissen, was zu tun ist. Habe ich jetzt das Rätsel im Jahr 1951 gelöst? Weil irgendwie hat der nur einen Kommentar abgelassen, wie ich die gelbe Kerzen abgestellt habe. Was sagt der Unterhosen-Counter? Dem habe ich der. Es geht jetzt eigentlich gerade tatsächlich. Also der erste Quelle-Katalog, der holt gerade noch so ein wenig.
Aber ich bin mir halt jetzt nicht sicher, ob das, was ich jetzt 1951 vollbracht habe, ob das richtig ist. Da ist halt jetzt auf alle Fälle... warte mal, da steht... Da ist bitte... Moment einmal. Da ist ein Hinweis. Blues Clues, blau und schlau. So, ne? Da hängt ein Blutsauger um. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Madison Hale, 1944 bis 87. Wir haben jetzt in dem Jahr, wo Madison Hale gestorben ist. Im Endeffekt. Madison Hale? Is this her coffin? Ich mag's, glaube ich, gar nicht rausfinden. The eye is missing. Das I fehlt. Okay. Steht jetzt? Kathedrale, erst Glockenturm, Grundstein, Beichtstuhl, gelber Irrgarten, blauer Irrgarten, grüner Irrgarten, roter Irrgarten. Okay. Da ist ein Tresor. Zum Ei- und Auslagern. Okay. Schauen wir mal. Geht jetzt vor mir Treppen auf. Was ist das? The color of life, the color of peace, the color of our little angels. Es ist in jeder Zeitepoche jetzt ein anderes Rätsel. The color of death, the color of wine, the color of Jesus' blood. Okay, rote Kerzen. Was haben wir da gehabt? The color of life. Farben des Lebens, die Farben des Friedens, die Farbe unserer kleinen Weiß dann quasi, oder? Da ist eine Kerze, das ist schon mal was. Rau, das ist wieder für den Jesus-Sepp. Herbert Habitäre. Grün war normal immer Leben, oder nicht? Und damit hallo. Kleine Kerzen haben wir vorher gehabt, tatsächlich. Die haben wir schon platziert. Ich weiß zwar nicht, ob es richtig ist, aber... Ja, okay. Wir haben eine rote Kerzen, die ist für den Jesus-Sepp. Der kehrt dann auch in den roten Raum. Jetzt geht uns aber noch eine zweite Kerzen ab. Das ist... Ich vermute mal eine weiße. Ich vermute mal eine weiße Kerzen. Weil Engel und so. Friede, ne? Aber gut, jetzt pass auf. Der rote Raum war hinten rechts. Bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt durchmache. Okay. Da haben auf alle Fälle Insekten, wo es darauf hindeutet, dass der Dämon da oben drinnen ist, wahrscheinlich. Jetzt jumpscaret mir wahrscheinlich auch nicht mehr der komische Gasmaskenheini, sondern jetzt wahrscheinlich kommt dann der Dämon daher. Die Frage ist allerdings jetzt nur, wo ist die weiße Kerzen? Oder wo es für Farbe immer. Der rote... Da hinten ist jetzt... Ach, das war der grüne, gell? Ja genau, da müssen wir jetzt da hinter den Tor auf alle Fälle schon mal die rote Kerze platzieren. Da müssen wir auf alle Fälle da hinten schon mal die rote Kerze platzieren, beim Jesus. Ja? Jesus ist rot, Farbe des Blutes. Was Sinn macht, ne? Schon wieder der Dreckseck. Verdammte Tat.
Da ist kein Jesus. Okay. Jetzt bin ich überfragt. So, lecker habe ich die. Okay, jetzt bin ich dezent überfragt. Wir haben jetzt rote Kerzen. Und in dem roten Raum hängt aber kein Bild von Jesus. Warte mal, war der Moment einmal Feuerhandtuch? Jetzt lass mich sinnieren. Im Raum 19, im Jahr 1951 waren doch in allen Räumen dreimal die gleichen Bilder, oder? Sag ich das richtig? Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, waren im Jahr 1951 in allen 4 Räumen die 3 gleichen Bilder. Das heißt wahrscheinlich, dass man im Jahr 19... aber das macht ja auch keinen Sinn. Ja, es macht schon Sinn, weil im roten Raum haben wir nämlich gar keine Kerzen platziert. Wir haben im Jahr 1951... Im Jahr 1951 haben wir für den Jesus eine andere Farbe. Da haben wir grün gehabt. Jesus Sepp war grün. Und im roten Raum haben wir aber nichts gehabt. Das heißt, es gehört die rote Kerzen vermutlich einen roten Raum zum Jesus dazu. Weil das ist der einzige Raum, wo wir keine Kerzen platziert haben. Und wir haben jetzt eine rote Kerzen gefunden, die wo komplett überbleibt. Was ist denn jetzt Moment einmal. Nein, nicht verlassen, hau ab. Was ist jetzt eigentlich Phase, wenn ins Jahr 2022 geht? Das ist ja eigentlich von da bei mir jetzt herkommend. Normalerweise. So, jetzt nur mehr für Spaß, ne? Was passiert, wenn ich jetzt ins Jahr 2022 gehe? Dann komme ich da wieder raus. Dann komme ich an der Ausgangslage wieder raus. Okay, das heißt, wir müssen mindestens da mal da her. Ins Jahr 1987 gehen. So. Und Jahr 1951, der rote Raum, ist der einzige Raum, wo noch keine Kerze steht. Ja, das werden wir probieren müssen, Freunde. Jetzt sagen, wie es ist. Das werden wir probieren müssen. Da können wir nicht drum herum. Merkst du schon wieder so saublöd. So, 6 da nämlich alle 3 Bälle gleich. The color of Jesus. Okay, jetzt speichert es zumindest wieder. So, okay. Jetzt haben wir alle Kerzen irgendwo platziert. Und die brennt. Okay.
Er hat jetzt beim Jesus einen Kommentar ablassen. Und er hat bei der Gamer Kommentar ablassen. Warum nicht bei der Blauer und bei der Grünen? Haben wir da vielleicht zu bald weggelaufen, kann das sein? Hätten wir da vielleicht ein wenig warten müssen. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal in den blauen und in den grünen Raum. Right? Dann fahren wir gleich mit dem blauen an, weil der ist gleich da rund. Ist eine andere Kerzen. Wait a minute. Die Kerzen da, die stimmt nicht. Das Beil ist das Beil vom Engel. Das ist nicht Mutter Gottes oder was auch immer das für Mama gewesen ist. Ich vermute mal, das war Mutter Gottes. Das heißt, die Kerzen da ist falsch. Das heißt, wir müssen auf 1987 reisen und da in den blauen Raum gehen. Dann ist dann da wahrscheinlich das andere Foto. Das wir probieren. Hilft einmal nichts. Normalerweise war es einfach gescheit, los mich vor dem anstehen hier. Burn Mother Cannibal. Das, wo du gemeint hast, jetzt gehört weiß hier, ist das Pudel. Ja, genau. Aber uns geht halt der weiße Kerzen ab. Das ist das nächste. Vielleicht findet man die, jetzt pass auf, vielleicht findet man die weiße Kerzen jetzt im 1987 im blauen Raum. Wo nämlich das verkehrte Beidel steht. Wahrscheinlich, eventuell. Das müssen wir jetzt, es hilft nicht, wir müssen es ausprobieren. So, der blaue Raum war da hinter. Hast du am Phone lassen oder warum tragt der Gasmasken? Ich hab einen sauberen Breselfetzen ins Gesicht lassen. Ja, da war er nicht so begeistert davon. Und seitdem mag er mich umlegen. Die blöde Sau. Ich verstehe überhaupt null Humor, das Arschloch. Da sehe ich einer. Da war aber eine Beilage mit dabei. Das ist vielleicht gründlich gemacht. The color of Mary's tears. Okay. So. Den grünen Raum müssen wir auch noch mal abchecken. Da stimmt was nicht. Haben wir noch eine Kerzen dabei? Nein. Jetzt haben wir keine mehr dabei. Alles klar. Aber den grünen Raum im 1951. Ich hab das schon, ich hab's nicht vergessen, Herbert. Ich weiß schon noch, was trinken muss. Ich möchte jetzt das Rätsel da lösen, ich trinke dann schon noch. Keine Sorge. Die grüne Kerze, Moment einmal, dann kehrt die grüne Kerzen, kehrt dann vielleicht nicht zum Jesus, sondern kehrt dann in das Beidel eine, wo...
wo der Engel hängt. So, der grüne Raum war hinten links, glaube ich. Weiß und grün hast du. Ja, weiß habe ich noch nicht einmal gefunden, das ist das. Also weiß noch nicht, grün habe ich schon, grün steht dahinter. Da passiert da was? Da passiert nichts, das heißt, die Kerzen da ist falsch. Das heißt, die Kerzen ist falsch. Grün, dann hat der Herbert recht. Grün ist die Farbe des Lebens. Das heißt, die Kerzen kehrt wahrscheinlich in den grünen Raum 1987. Ja, aber die Weiße hat sie entzündet. Die Weiße hat sie entzündet, Shadow. Das weiß ich. Da hat er nämlich einen Kommentar abgelassen dazu. Und weiß ich hundertprozentig. Das steht richtig. Ja, die Grüne ist beim Jesus jetzt gestanden, im grünen Raum. Und im weißen, beziehungsweise halt im gelben Raum, die Kerzen, die wo wir da platziert haben beim Vater, die hat passt, das stimmt, die hat sich auch entzündet. Aber jetzt ist die Frage, die grüne Kerzen, die wo beim Jesus gestanden ist, die war falsch, die hat nicht gestimmt. Dann kehrt die grüne Kerzen wahrscheinlich, die steht dann nicht für den Jesus-Seppen, weil für den Jesus-Seppen steht offiziell, also offensichtlich die rote Kerzen. Das heißt, die Kerzen kehrt wahrscheinlich in den grünen Raum 1987. Weil Leben. Grün zum Engel, ja genau. Das probieren wir aus, das sehen wir dann eh. Mein Gott, was hilft's denn? Kannst du machen, nichts, da ist rot, da hinten ist grün. Schauen wir jetzt einfach einmal. Müssen wir natürlich hoffen, dass da hinter quasi der Engel, glaube ich, war dann sogar in dem Raum. Pass auf. Jesus, grün. Jetzt schauen wir mal. Farbe des Lebens. Stimmt das? Ja. Okay, ich glaube, wir haben es. The bell. Wird wahrscheinlich gleich nochmal irgendein Psycho-Scheiß passieren. Zwischenspeichern war halt nicht schlecht jetzt. Oh na. Frame Drops? Echt? Frame Drops? Ab. Ruckelt. Ich hab mir jetzt das Stream ab, ich warne dich. Jetzt geht's wieder. Ja, das war vielleicht noch 4 dazu, das kann sein. 10 Sekunden. Aber haut wieder hin. Geht's wieder? Ja, bei mir am PC, ja. Wie schaut's bei aus? Ruckelt der Stream? Weil in der Sonne? Kurze Rückmeldung. Rückmeldung. Aber wenn es beim Herberg geht, ist er schon mal nicht schlecht. Birgit schreibt auch, jetzt geht's wieder, okay. Da liegt irgendetwas.
Schlüssel. Schlüssel. Ist wieder flauschig, okay. Da links. Ja, das war nur so ein Flyer. Das war nur so ein Flyer, Herbert. Okay. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Ah, und den brauchen wir jetzt um im Jahr 51. Der Beichtstuhl im Jahr 1951 war doch zugesperrt. Den können wir jetzt wahrscheinlich aufmachen, oder? Probieren wir aus. Hallo? Ja, ich sperre mich da jetzt ein. Hans Goring? Hans Goring? 1951. Was ist das? Das ist das I. Und das I muss auf den Sarg. Ich hätte die Hände zum Beten. Ich fürchte jetzt, dass gleich massivs Kreisel wird. Ich stelle mir jetzt schon mal auf massivsten Jumpscare ein. Madison Hill. 1944. 1987. Ah, los mit. Ja, natürlich, wir werden fotografieren müssen. Wir hätten schon raus können. Beidlich Schwarzwälder Dämon drauf ist. Is this her skull? Ja, offensichtlich. Karies hat es ein wenig lang gehabt. Mach doch das Licht da. Hallo? Licht? Oh Gott, was ist denn das jetzt? Dreh mich jetzt aus Gründen nicht um. Briggs? Ja. Ah, werden wir einen Hammer brauchen, oder? Hallo? Möchtest du jetzt trollen oder was? Hab ich schon gemacht,
It's sealed off. Ja, und jetzt? Soll ich jetzt mal? Ja, ich verstehe die Frage nicht. Moment einmal. Steht auf jeden Fall nichts dran. Okay. Waren jetzt wieder die ganzen Fotos, die wo wir am Dachboden platziert haben, letzten Stream. Aber ich bin mir jetzt, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was er von mir will. What? Hä? Die Tür ist auf. Oh, du Arschloch, Alter. Was ist denn mit dir verkehrt? Ja, jetzt ist natürlich wieder 14 Grad Fenster da drin, ist eh klar. Oh. Oh Gott, hey, was ist denn das? Geht das jetzt wieder von vorn los? Hä? So, da haben Steine. Jetzt wenn ich wieder zurückgehe, haben da auch Steine. Hey, check's nicht, was, hä? Bricks? It's sealed off. Hey, check's nicht. Ich verstehe nicht, was mir das Spiel jetzt sagen möchte. Die Tür verschwindet jetzt dann wahrscheinlich gleich wieder, oder? Ja. What? Muss ich mich jetzt beeilen?
Ja, da kommt jetzt der andere gleich raus, oder? Ja. Bin ich jetzt über ihn drüber gesprungen, oder was? Hey, ich check nicht, was das Spiel von mir mehr hat. Ich check nicht, was das Spiel gerade von mir mehr hat. Spiel, was willst du von mir? Gebe mir einen Hinweis. Briggs? Ich kann mich nicht mehr stark erinnern aus den anderen Streams. Ja, ich mach jetzt die auf, geh dann um mich, mach die anderen auf, dann laufe ich wieder zurück, mach die auf, dann laufe ich wieder retour, dann ist die weg und wenn ich dann da wieder herrenne, dann kommt mir der andere entgegen. Ja, GG, was soll ich denn da machen? Ich verstehe überhaupt, ich weiß nicht, was die Spiel gerade von mir mehr hat. Wegrennen. Das kann man vielleicht noch versuchen, ja, das stimmt. Das war das Einzige, was wir noch probieren könnten. It's sealed off. Dann los wir die aber gleich mal auf. What? God. The attic. The attic. Ich kann nicht mehr. Oh, ohne Scheiß, wenn da nochmal rein muss, dann flippe ich aus. Es ist halt, das Traurige ist halt, jetzt haben wir halt wieder in dem scheiß Haus, wo der Dämon umeinander rennt. Und es wird für uns nicht besser. Oh Gott, was war denn das bitte? Okay. Mr. Prof. Wichtige Frage. Danke für die GGs, by the way. Wie lang geht das Spiel jetzt noch ungefähr? Ungefähr. Pi mal Daumen. Oder irgendein anderer, der weiß, wie das Spiel läuft. Nicht für uns, für die. Ja, natürlich für. Ich rede von mir. 2 Stunden, Schatzi. Dann kann man es eventuell sogar schaffen. Okay, wie schaut es im Inventar aus? Wir haben einen Downschädel gefunden, okay. Kann die kommen. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Oder was mir gerade. Ich weiß nicht, ob ich der Vermutung richtig nachgehe. Ich habe ja in einem Trailer. Wir haben ja jetzt quasi vom Spiel sozusagen mehr oder weniger beigebracht bekommen, du musst einmal weglaufen. Und irgendwie habe ich so gerade massiv das Gefühl, dass sich jetzt in diesem Haus irgendwas befindet, abseits des Dämons, was uns verfolgt. Oder erscheint und uns dann irgendwie... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache.
Schmeiß mal die Sauna ab, ich dann im Lurk. Kathi, danke dir für den Lurk und viel Spaß in der Sauna. Ja, Scher, du schwitzt in der Sauna, ich schwitze vom Medicine Spender. Ja, haben wir beide was gemeinsam. Okay, wir haben wieder im Haus. Aber die Frage ist, was jetzt? Jetzt leitet das Telefon, ist eh klar. Jetzt leitet das Telefon. Oh Gott, hey. Aha, Pro-Gamer Move einfach durch Scheißhaus geht und kann uns um Deck nichts passieren. Ja, ich komm doch schon! John. This is the 4th time I've tried to call you. Priest Thomas speaking. I was able to finally get the information you asked for, and the truth is, I'm worried about your family. Generally speaking, demons try to complete simple rituals to break the bondage of their souls. To carry out this ritual, you must rid yourself of an object with important sentimental value to you. Offer it as a sacrifice. There were practitioners of witchcraft who became haunted as a result of their thievery and dishonesty. They used to steal jewelry from ancient dynasties as to avoid performing the sacrifice directly for themselves with their own sentimental objects. They bought the sacrifice with the emotions of others. Da laufen gerade verdammt viele Insekten die ihre Telefonanlage ober. This perverse being is trying to go beyond even that. We are speaking of an ancient ritual, of which very little is known. 7 sacrifices, 7 mutilations. 7? I believe we are facing a body exchange type of ritual. Madison Hale was trying to complete such a ritual before she was murdered, and now she is forcing your child to finish it for her. She is trying to steal your son's body. Call me ritual? As soon as you get this message. Is that what she's after? Oh na. Wir knädeln mit dir in den Katalog. Einfach reinschreiben, ich hab kurz Zeit. Wie geht das Scheißhaus eigentlich auf? Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt reicht der Quellekatalog nicht mehr aus, jetzt muss die XXL-Windel her. Im Quelle... Bestellt aus dem Quellekatalog, ja? Okay, na toll, ich habe ja schon gesagt, das wird nicht besser. Okay, der Dämon möchte scheinbar ein Körpertauschritual mit unserer Wenigkeit quasi vollziehen. Wir haben ja besessen von ihm. Und irgendwie geht es jetzt um 7 Verstümmelungen? Ja, okay. Aber... Ich mag ehrlich gesagt nicht der Kakerlakenspur noch hingehen. Na. Na, wirklich nicht. Oh, Maral. Können wir da mal schnell, bitte, die zu machen? Maral gone, okay. Gehen da oben. Na, bitte nicht, na, bitte nicht schon wieder Keller. Das war beim letzten, nein, das war letztes Mal schon keine gute Idee nicht. Ich mag jetzt nicht schon wieder... Achso, ja, da war die Planetenanordnung. Das war letztes Mal nix gut. Keller war nix gut letztes Mal. Schlüssel. I think there's something else under that plank. Okay. Es gibt... Maral, hab ich dir. Es gibt ja... Es hat doch irgendwo in der Bude ein Tier gegeben... Moment, wo ist das überhaupt der Schlüssel da? Der Kellerschlüssel.
Okay. Oh, liebe Muschi. Aber der Keller... Roter Schlüssel, rote Tür. Ja, aber... Hä? Ich hab da so Schiss, wenn ich hinter schau. Rowdy... Hä? Haben wir ein Rowdy Tier im Keller gehabt? Mein Herr wieder auf. Haben wir ein Rowdy Tier? Ja, das müssen wir den Keller oben, das hilft ja nicht. Walleck, Alter. Aber wir haben doch da kein Rowdy Tier nicht gehabt, oder? Ja, da wo dann der Brunnen ist. War da Rowdy Tier? Echt? Tatsächlich. Okay, gut. Chat, ganz gut aufpasst. Ah, hi. Oh, was ist jetzt? Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Na. Was muss denn da? Hi. Oh nein. Sagst du, ich weiß, warum ich nicht so gerne in den Keller gehe. Ja, was soll ich jetzt machen? Mach das auch, mach das auch. Bist du behindert? Lass ja das Licht da, ich schwör's dir bei Gott. Hä? Was soll ich jetzt machen? Ich verstehe die Frage nicht. Hä? Was, hallo? Oh, du blöde Sau, du blöde, hey, du bist so... Oh, Gott. Mein Gott, was ist das? Was ist denn das für eine Psychopathenscheiße? Das ist doch nicht mehr normal. Ja, was soll die jetzt? Was steht denn auf die Ziel? The iron bar is in the basement. Der kommt spät. Ich glaube, dass das Iron heißt. The iron bar is in the basement. Okay. Ja, Basement, das ist der Keller. Ja, das habe ich schon verstanden. Oh nein, nicht schon wieder. Muss ich da... Ah, los mich. Mhm. Ist schon recht. Ja, da ist ein Tresor, aber da kann ich nur ein- und auslagern. Ja, ich weiß halt jetzt auch nicht so wirklich, was ich... Ah, Moment einmal. Ah, es ist... Ach, jetzt mal, wenn ich... Ah, jetzt mal, wenn ich da auf das Lichtel drücke, dann ändert sich die Räumlichkeit. Wie auch immer, innerhalb von einer halben Sekunde, aber sie ändert sich halt. Ja, und ich muss jetzt da rausfinden. Ja, toll, das wird... Na, toll. Stockfinster und Jumpscares, perfekt. Und im Keller.
Das ist... No, wie das Haus. Warum ich spähe nie wieder so spät? Das kannst du vergessen. Ja, du kannst mir mal schlecken, mach das Licht da, dann findet der, du blöde Schupferbrunzen, du Seitenblöde. Das... Oh. Iron Bar ist Eisenstange. Ja, that's true. Ja, du warst halt leider hinter mir. Ja, jetzt muss ich irgendwie die Regale durchsuchen, dass ich da so eine Eisenstange finde, oder was? Ja, warte, ich mach noch mal das Licht aus da. Dreh noch mal um. Ja, Luca, es ist ja fix, ich schwitze so viel, das ist ja schlimmer wie im Sommer. Du schwitzt aber... Oh, was haben wir da? Du schwitzt aber wahrscheinlich jetzt nicht vor dem Spei, oder? Ja, was soll... Ich verstehe die Frage nicht. So geht's noch weiter. Ja, weißt, irgendwann bist du einmal eingestellt drauf, gell? Ja, Luca, du lebt mir am Arsch. So geht's auf alle Fälle schon mal nicht weiter. Ich weiß halt jetzt nicht, wie oft ich den Raum noch umgestalten muss, bis das einmal was bringt, aber okay, ja, pass auf. Ich würde da jetzt wohnen, kein Millimeter gehe ich ins Dunkel, ach ja, Habitäre. Ja, ich hätte mich schon längst in Embryostellung in irgendein Zimmer gelegt und hätte einfach gewartet, bis da jeder sting. Ja, das war eigentlich meine Mission aus dem ersten Teil, wo wir Madison angefangen haben tatsächlich. Aber na, müssen wir wieder durch das Haus wandern und merci für den Lurk und Habitäre. Ich schwitze, weil ich krank bin. Oh, dann an der Stelle auf alle Fälle gute Besserung. Ich glaube, es ist für dich nicht so sinnvoll, dass du dir einen Jumpscare nach dem anderen gönnst. Ja, okay. Ich kann jetzt... Jetzt halt du mal dein Pappen, wo... Ah, da hinten ist Eisenstange, da gehst du her. Ja, Brecheisen hat schon immer geholfen. Ja, und jetzt? Und wie komme ich da jetzt wieder aus, das ist die Frage. Ich schieb den. Ich sag dir gleich, wenn du dann einen Anwalt nimmst, dann baust du kein Heisel nimmer. Ich schieb dem Dämon so dermaßen tief die Brechstange hinter rein, dass du sagst, gibt's das. Okay, das hätte ich vielleicht jetzt nicht sagen sollen. Jetzt ist er wahrscheinlich zintig. Hallo? Hallo? Ja, schreck mich halt. Oh. Mei, was, das ist schon... Chat, ich mag einfach nicht mehr. Kann ich Spiel jetzt nicht einfach langsam vorbei sein? Mara? Na, der Grundsägetipps. Ich mag nicht. Na. Lass mich. Ich weiß nicht, ob sie das Herz, aber es ist nicht schön. Kann ich da eigentlich interagieren? Ja, Maral hat mir beim letzten Mal schon bewiesen, dass eigentlich die Cent überhaupt keinen Bock auf mich hat. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hä? Maral, ich check's nicht! Alter, was ist mit euch? Das war halt so klar, dass der kommt.
Weil mir läuft am ganzen Körper Gänsehaut, ich sag's nicht, wie es ist. Ein Häusl bauen, ich darf das Häusl abreißen. Ich darf nicht mehr einen Baugrund kaufen. Lass mich raten, jetzt ist wieder irgendetwas im Haus, was mir nicht gefällt. Ziehst halt durch, also... That woman. Na! She doesn't show in the photos. Somehow the photos of her... they burn. Ja, herzlichen Glückwunsch, das habe ich da beim ersten Mal schon gesagt, dass mit den Fotos was faul ist. Ja, der Prof und der Shadow haben vorher gemeint, es dauert noch, also als wir aus dieser Kathedrale rausgekommen haben sie gemeint, es dauert noch etwa 2 Stunden. Also sollte das so sein, dann möchte ich durchziehen. Weil ich fange dann nicht nächste Woche wieder noch mal einen Stream mit Madison, der wo dann 20 Minuten dauert. Das macht nicht so wirklich viel Sinn. Mhm. Das war beim letzten Mal auch schon so und da hab ich jemanden dann ums Eck schauen sehen. Ah, bitte nicht. Nein, lass mich. Bitte, lass mich einfach gehen. Bitte, ich komm in Frieden. Weil letztes Mal war der Gang aber noch deutlich heller, gell? Warte mal, was haben wir jetzt eigentlich von der Brechstange, oder? Mit der Brechstange können wir da vielleicht das Scheißhaus aufreißen? Ist gut für uns. Weißt, ich bin ja schon dankbar. Ich bin wirklich dankbar, dass in dem Haus das Lichtl oben bleibt. Ja, da bin ich wirklich sehr, sehr berührt. Positiv. Ne? Wenigstens eine Kleinigkeit, wo die Speise sagt, hey, pass auf, kannst dein Hirn ein bisschen runterfahren. Ich traue ihn jetzt keinen Meter mehr über den Weg, gell? Das ist da hoffentlich klar. Aha. So, mit der Brechstange können wir wahrscheinlich hinten das Bredel in den Tee. Ne? Jetzt schauen wir aber erst einmal, ob wir das Scheißhaus irgendwie aufbrechen können. So, kommen wir mit dem das Scheißhaus aufbrechen. Aber wie nicht? Mal, wenn du wüsstest, was ich mit dem Brecheisen in meiner Bude angestellt habe. Ja, wahrscheinlich werden wir das Bredel da entbredeln müssen, wenn du mich fragst. Na, ja, auf zum Schämen. Okay. Der mal mit, ne, Bredel hebeln. Moment, am Dachboden war doch auch noch ein Bredel drum, wo es mir weggetan können, oder? Sehe ich das richtig? Is this the ring she mentioned in her diary? Ach. Okay. Ja, wir haben... Na! God. My eyes burn. I need to get out of this fucking house. Ach nee! Oh nein. Was ist das, ein Stui? Was ist ein Stui? Ein Stui, der wo... Hä? Der steht auf den Augen, oder was? Verstehe ich nicht. Ein Stui, der auf den Augen steht, hä? Was? So, jetzt schauen wir nochmal Richtung Dachboden, weil da war auch ein Bredel um. Hallo? Hallo? Okay, passt auf. Folgender Plan. Wir gehen jetzt auf den Dachstuhl auf. Knackst mir dann das Bredel weg.
Und dann da ich vorschlagen, machen wir mit 3 Minuten Pause. Ist das ein Deal? Ich glaub schon. Wollen wir jeder durchschnaufen. Allen voran ich. Ist du jetzt das scheiß Licht schon wieder aus, oder was? Ich flippe aus. Oh. Boah, der Blutskasten dahinter! So. Was werden wir da? Ich möchte gar nicht wissen, was wir da jetzt finden. If you find this, do not listen. Ja, natürlich, do not listen. Und was müssen wir mir natürlich wieder da anhören wahrscheinlich. Ja? Ist ja wohl hoffentlich auch klar. So, Freunde der Sonne. Und jetzt machen wir Pause. So, ich hau mich noch mal eine Stunde hin, bevor ich zur Arbeit muss. Bis dann. So, Lecker, merci dir, dass du da warst. Ich wünsche dir eine angenehme Schlafruhe. Ne? Ich muss halt auch noch in die Nachtschicht, abgesehen davon. Bis hoffentlich. This is Big Brain Time. Big Brain Time machen wir auch. Und trinken tun ja auch Apps, wenn wir schon dabei haben. Ne? Ist überhaupt kein Stress nicht. So. Jetzt müssen wir da mal umschalten. Oh Mann, hey, kann das Spiel jetzt endlich aufhören? Hey, jetzt schon langsam geht's. Also, ich muss sagen, bei dem Rätsel war es nicht ganz so schlimm, aber jetzt geht das Spiel schon langsam, fängt an die Substanz zu gehen. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Spiel drückt einem schon ganz schön jetzt mittlerweile. Also ich bin dann auch nicht böse, wenn es dann irgendwann vorbei ist. So, jetzt passt's auf, jetzt machen wir schnell Big Brain Time. Ich weiß, Sabi, bist du noch da? Weil dann kommt nämlich jetzt dann auch gleich, ich muss noch was zum Trinken sagen, aber ASMR einschenken mit einer frischen Flasche kriegen wir natürlich auch noch hin. So. Heute geht's um Adventure Time. Ist ein warte mal. Ja, Adventure Time heißt das Spiel. Vom 3DS, kennt das wer? Also ich kenn's nicht. Ich kenne es nicht. Zumindest sagt es mir gerade nichts. Adventure Time. Keine Ahnung. Aber gut, anyways, jetzt passt's auf. Gibt man in der 3DS-Version von Adventure Time Hey Ice King, why you steal our garbage? Auf dem Startbildschirm den Konami-Code hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, BA Start ein, erreicht man einen Bildschirm, auf dem verpixelte Version von Finn, Jake und dem Erfinder der Serie Paddleton Ward tanzen und Secret Screen. This is the Secret Screen singen. Okay. Also mal davon abgesehen, dass wahrscheinlich kein Mensch dieses Spiel kennt. Okay. Also nochmal. Gibt man in der 3DS-Version von Adventure Time Hey Ice King, why'd you steal our garbage? Auf dem Startbildschirm den Konami-Code hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, BA Start ein, erreicht man einen Bildschirm, auf dem verpixelte Versionen von Finn, Jake und dem Erfinder der Serie Paddleton Ward tanzen und Secret Screen, this is the Secret Screen singen. Nice. Okay. Also ausprobieren, wer das Spiel hat. Also ich hab's nicht. Ich hab auch noch nicht davon gehört, abgesehen davon. So, haben wir unsere Bildungslücken für heute auch schon wieder gefüllt. Danke dir, Prof. Und jetzt hol ich schnell eine frische Flaschen zum Trinken und einen Becher und dann machen wir das ASMR einschenken. Ich bin sofort wieder da. Ne? Halbe Minuten. Nicht einmal. So. Perfekt.
Also ich hoffe, meine Stimme lässt mir jetzt da nicht hängen. Weil ich merke gerade, dass ich so ein bisschen heiser wird. Also ich hoffe, ich halte das jetzt noch aus, bis dass wir mit Madison fertig haben. Aber ich tue mein Bestes natürlich, ne? Nur mal so eine Frage am Rande. Bist du sicher, dass du nach dem Spiel deine Zockerbude im neuen Haus im Keller heimbaust? Nein, ehrlich gesagt bin ich mir da jetzt nicht mehr so sicher. Aber mir bleibt leider keine andere Wahl aktuell. Jetzt passt's auf. Jetzt machen wir mal was Flauschiges zur Abwechslung. Ich mache jetzt da für euch einmal leise und ganz, ganz dezent Filter raus, damit nichts passiert. So. Und dann wird es ein wenig Zeit für eine kleine Triggerwarnung. Es haben vorher einige neu durch einen Raid dazugekommen. Ich weiß nicht, wer von euch noch da ist, aber gerade für alle, die das vielleicht noch nie gesehen und vor allem noch nie gehört haben, kleine Triggerwarnung an euch. Wenn ihr noch nicht auf dem Klo wart, dann werdet ihr wahrscheinlich sehr schnell aufs Klo gehen müssen. Und wenn ihr bis heute noch nichts getrunken habt, dann werdet ihr auch was trinken müssen. Ja, sage ich schon mal vorweg. Nicht, dass hinterher Beschwerden einer flattern. Sabi, ich hoffe, du bist... Aha, perfekt, Scherz. Sabi, du kommt. Gut zum Fuß habe ich dir, ich habe noch gar nicht gelesen heute. Servus, ich hoffe, ihr habt den nicht überlesen. Wenn ja, scusi. So. Du musst seit 10 Minuten aufs Klo. Ja, dann wirst du jetzt gleich gehen müssen. Oder du kannst jetzt eigentlich schlauerweise die Pause nutzen, ne, bevor es dann gleich leider weitergeht. So. Aufgemerkt! Zauberhaft. Ist einfach zauberhaft. So, Freunde der Sonne, ich wünsche euch alle einen schönen Sonntag. Es freut mich, dass wieder so zahlreich erschienen hat. Ich hoffe, ihr schwitzt halbwegs genauso gut wie ich. Ich hoffe, euch taugt's. Ich wünsche euch weiterhin einen angenehmen Aufenthalt. Prost auf euch. Schön, dass du hast. Aber das war nötig. Das war jetzt nötig. Sag dir, wie es ist. So. Gehen wir es nochmal an, oder wie? Ich habe zwar absolut keine Lust nicht drauf, aber müssen wir durch, es hilft ja nicht. Gut, passt auf. Da leise. Durchschnaufen. Ja, auf alle Fälle durchschnaufen. Ah, du schaffst das. Ich bin, ohne Scheiß, jetzt stellt euch mal vor. Ihr spielt Madison, oder halt von mir aus auch Visage, keine Ahnung, ist ja wurscht. Und ihr wohnt allein in einem großen Haus. Dann kannst du dich freiwillig erschießen gehen. Ne? Dann kannst du dich freiwillig weg erschießen gehen. Gnadenlos. Ja, wenn noch jemand mit im Haus wohnt, ist überhaupt kein Thema. Aber man stelle sich vor, du lebst alleine in einem Haus. Ne? Dann bist du aber komplett am Arsch. Ne? Dann, glaube ich, fackelst in dem Moment auch deine Bude ab. Oder zuckst zumindest bei jedem Knackser zusammen. Oh ja, den nehmen wir noch mit. Walleck! Weißt du, wenn das Spiel halt auch so flauschig war wie dein Willkommenssound, und da hat ja eh kein Mensch was sagen. Ohne Scheiß, ich freue mich brutal, wenn wir dann die nächsten großen Titel spielen können, wo man nicht mehr so eignädelt. Ja, den nehmen wir auch noch mit. Den nehmen wir auch noch mit. Alleine nicht, aber bin den ganzen Tag alleine. Ja, okay, kommen sie quasi aufs Gleiche. Perfekt. Aber ich sage halt nochmal, du bist halt Horrorspielprofi oder Expertin, ne? Also du, wenn jetzt halt Madison spielst. I'm a witch, you're a witch, we're all witches together. Have a trick or a treat, it'll make you feel better inside. Bin leider wieder raus, geb vom Bruder und Tante. Bloß, ich fahr leider wieder. Gut zu Fuß, trotzdem danke dir fürs Vorbeischauen. Ne? Die kannst du natürlich auch gerne alleine in deinem LKW reinziehen, ne? Wenn es wirklich war. Ja, die ersten 2 Parts sind ja schon auf YouTube, der wird dann wahrscheinlich irgendwann Dienstag kommen, keine Ahnung. Beste Willkommen, Sounds EU West. Ja, habt ihr ja selber ausgesucht.
Ich möchte auch mal. Ja, jetzt alles außer, was nicht bei 3 am Baum umhängt. Mehr Motivation, mehr gut. Oh, da brauchen wir aber schon viel willkommen, sonst du. Okay, was haben wir denn jetzt gefunden? Genau, wir haben so scheiß Kassetten gefunden. Ist eh klar. Ja, du. Warum knackst der Saudepp da eigentlich immer nur? Walleck, den haben wir schon lange nicht mehr gehört. Ein Herbert seiner, das ist ja das Lustige, der Herbert war der Erste, der wo er einen gekriegt hat und der hat aber mit Abstand den kürzen. Ich hab warten müssen. Wo war denn der Kassettenrekorder? Der war Eingang Kich, gell? Hä? Warum kann ich da jetzt nicht rüber? Hallo? Hallo? Ich will nach unten. Hello? Ist mein Speicher jetzt schon wieder verbuggt, oder was? Dann tust du auch noch, ja, passt. Hä, warum kann ich da jetzt nicht runtergehen? Verstehe die Frage nicht. Was war jetzt das? Hä? Warum kann ich jetzt da nicht runtergehen? Ja, weil mein Spiel wieder kaputt. Alter, also wie lange ist Madison jetzt auf dem Markt? Schon eine Zeit, oder? Das wäre schon noch ganz schön buggy. Okay, wir müssen jetzt bei also alles, was wir jetzt quasi vor der Pause gemacht haben, müssen wir jetzt nochmal machen. Bis abgesehen davon von dem Kellerabteil. Genau, das haben wir ja noch gemacht. Ja, mach auf. Mach auf. That woman. She doesn't show in the photos. Gehen wir aber jetzt gleich auf den Dachboden auf. 2022? Okay. Das ist jetzt, glaube ich, der 3. Bug, den wir gerade haben. Brechstange haben wir, oder? Ja, Brechstange haben wir. Okay, passt. Dann stellen wir das Kassettel. Okay. Let me see. Da war die Kassetten drin und das ist dann der Ring. Bäm, wie es einfach klingelt wie so ein Glocken. If you find this, do not listen. So. Okay. So, jetzt kriegen wir dann gleich wieder die Info, also quasi wieder den Befall vom Dämon sozusagen. Is this the ring she mentioned in her diary? Genau. God. My eyes burn. God. Ah, das pfeift aber auch Kreislige. I need to get out of this fucking house. So. Das ist ein Stui. Ein Stui, das schaut halt, also wo der Stui draufsteht, schaut halt aus so ein bisschen wie ein Augen. Ich weiß nicht, ob das ein Augen ist, vielleicht ist es einfach auch nur ein Teppich oder sowas, aber es schaut halt aus wie ein Auge. So, scheiß Tinnitus, ja genau. Oh, ein Ring, das heißt nichts Gutes, ja wahrscheinlich nicht, nein. Das war im Film schon der Ring, das war im Film der Ring schon nicht gut. So, jetzt ist halt die Frage, wir können uns jetzt auf alle Fälle mal das Tonband... Okay, wir haben uns kein Tonbandel an, wir sperren uns jetzt da einfach gnadenlos in den Schrank ein und warten bis wir es ausgesessen haben.
Geht mit dem Brecheisen vielleicht auch Scheißheisel auf? Also nicht, dass... Nein, das habe ich probiert. Wifi. Hallo? Warum ist denn der Kiech jetzt so hinten? Oh, nein. Ja, Tonbandel anhören, da wird uns jetzt nichts anderes zu überbleiben. Jetzt hör halt auf, die Tiere zuzumachen, du Kasperl! Was ist denn mit dir? Hallo? Ich will nur auf das Tonbandel hin. Ich will nicht mehr. Ne? Nur, Brudi, ich will nur Tonband. Ne? Alles flauschig. Alles gut. Okay, Moment einmal. Aber... Was ist, wenn das optional ist, dass ich das Tonbandel abhöre? Was ist, wenn ich das Tonbandel eigentlich gar nicht abhören muss und ich irgendwas triggert, wenn ich es abhöre? Verstehst du, wie ich meine? Vielleicht ist das einfach nur so ein optionales Item, das man haben kann, aber nicht haben muss. Weil, steht ja ausdrücklich drauf, hör das bloß nicht ab. Andererseits wird wohl keiner im Chat sitzen, der sagt, ja, hör's bloß nicht ab, auch wenn es optional ist. Werden wahrscheinlich alle sagen, ja, hör's ab, auf alle Fälle, du Schisser. Hast du den Schlüssel noch? Was für ein Schlüssel? Wo ist denn der Schlüssel? Na, ja, nur noch Brecheisen. Brecheisen und Hammer. Du, ich war der perfekte Heimwerker. Hör's bloß nicht ab. Ja, aber die Frage ist jetzt, was muss ich denn dann da? So, ne? Das ist ja die Frage, was muss ich da jetzt mit... Ich habe jetzt da den Ring. Hochzeitsring. Da steht was drauf. Elizabeth and Albert Maxwell. Aber der Ring bringt mir jetzt was? Hör's bloß nicht ab. Ich weiß halt nicht, was ich jetzt sonst machen soll. So auf die Art, ne? Stehe jetzt quasi aktuell an. Ins Scheißhaus komme ich noch nicht rein. Im Dachboden waren wir oben. Da haben wir auch normal alles. Aber sonst... Ja, das wird nicht anders werden. Wir werden es anhören müssen. Das ist... Auch wenn ich jetzt eigentlich keinen Bock hab drauf. You shouldn't have, es war optional, das war so klar. I'll end up losing my mind. Grandma? I cannot trust anyone. Not even Albert. If you are listening to this, Blue Knees is real. Blue Knees? I know I'm not sick, and I know I don't have much time left. That fucking thing. I can feel it breathing right behind me. Oh no. Singing that fucking song. Over and over and over and over and over in my head. Oh, Blue Knees is behind. Alter, mir läuft's eiskalt am Bug, glaube ich. What he's Weiß ich, ob du das sagst. for so long, all alone, where he belongs. Oh, Blue Knees is behind and will find Wenn er mir jetzt umdreht, was ich what he rede, has been looking for. Paul's kitchen, where he's written this song. Der hat in der Kirche das Lied geschrieben und wir stehen mal fast in der Kirche. Hi Lexi. Prof, bist du da? Ich hätte eine Frage.
Das, was jetzt gerade passiert ist, was ich jetzt gerade triggert habe, war optional, oder? Wenn ich die Kassette nicht angehört hätte, wäre nichts passiert. Stimmt's? Überleg dir deine Antwort jetzt bitte gut. Ist Frau Basi daheim? Nein. Die ist gerade außer Haus. Falls du gar umkippst. Ja, danke! Jetzt habe ich noch mehr Motivation weiter zum Spielen, Yassi. Perfekt! Klar, das einzige Optionale sind die roten Fotos. Okay, das Tonband muss man quasi abhören. Da kommst du quasi gar nicht aus. Sag ich das richtig? Okay, dann ist ja noch halbwegs in Ordnung, aber... Was hat er gesagt? Was hat das in der Küche? Hä? Ich verstehe die Frage nicht. Ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Ich habe jetzt den Ring gefunden. Fast, Sabi. Ich habe jetzt den Ring gefunden. Aber was jetzt? Ich weiß nicht jetzt, Brecheisen habe ich noch, aber das hilft mir jetzt nichts mehr. Und Hammer habe ich auch nicht, habe ich irgendwie gefühlt noch gar nicht gebraucht. Und ich habe einen Daugenschädel, mit dem ich nicht weiß, was ich anfangen soll. So, und irgendein so ein scheiß Ring, aber was soll ich mit dem Ring machen? Einen Stuhl vielleicht suchen. Wait, am Anfang, stimmt, im ersten Raum oder in der ersten Tür war doch so ein Stuhl. Da war auch ein Stuhl, abgesehen davon. Alter, wir werden jetzt, Leute, ich sag's euch, wie es ist, wenn mir jetzt irgendwas anspringt, ne, dann war's das. Dann bin ich raus, ne, dann streiche ich Ziegel, ne, dann bin ich weg. Keine Ahnung, lösche meinen Twitch-Kanal oder irgendwie sowas. Ich bin komplett... Ja, ich bin... Entfernt da jemand die Pause-Taste? Nein, nix da. Die Pause-Taste bleibt genau da, wo sie ist. Ja, okay, chill, ich geh doch schon, ist doch gut, ich wollte doch nur... Na? Schau halt in die Kuckucksuhr rein, ist doch mir wurscht. Wehe, du löscht deinen Twitch-Kanal. Da ich abgerost. Schade, Batzi ist diesmal nicht im Discord-Voice. How fuck you! Jetzt stehen die Maral alle da. Oh, ist diese Bibel. Ich komm nach Bayern und such dich, wenn dein Kanal verschwinden soll. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das... Where did these come from? Ja, die haben schon die ganze Zeit im Haus. Aber es waren halt noch nie 4 auf einmal. So. Was macht man jetzt? Nein, den Spruch sage ich jetzt nicht. Das ist letztes Mal schon massiv schief gegangen. Hä? Was haben wir jetzt? Ach, jetzt kann ich mit denen... Ach, ich kann mit denen jetzt interagieren, oder was? Ah, ich kann das da drauf platzieren. Maral, das schaut aber... Du, das wieder weg. Oh, leg mir Lauf zu gnadenlos Gänsehaut, dass es nicht mehr schön ist. Warte mal, müssen wir... Ach so, wir müssen jetzt für alle 4... Also für jede Statue irgendein Item finden und das da drauf platzieren, oder wie sage ich das? Ach, und das ist auch der Stuhl mit irgendeinem Schlüssel und einer Bibel. Ja, perfekt. Easy.
Da gehört der Tonschädel hin. Warte mal, wir haben doch... Boah, das schaut halt so creepy aus, wenn der... Also, ich meine, ne, man kann ja... Jeder kann von seinem Glauben... Also, jeder kann glauben und halten, was er will, aber... Zugegeben, eine Maria mit blurigen Augen, das ist schon creepy. Ohne Scheiß, das ist anders. Das ist anders. Jetzt pass auf, wir haben doch noch zwei so komische Dosal gefunden, oder? Das müssten zwei gewesen sein, wenn mir nicht alles täuscht. Wir können dann gleich da nochmal her, den Schlüssel nehmen wir dann mit. Aber jetzt passt auf, ich will da hinten nämlich nur schnell mal in das Lager reinschauen, weil da haben nämlich noch zwei so Dosen drin mit Gebeine, glaube ich, wenn mir nicht alles täuscht. Wenn mir nicht alles täuscht. So. Ja, wir nehmen das und das. So, und jetzt gehen wir mal zurück und schauen wir mal, ob die da hingehen. Naja, als ob man eine Person, die mit blutigen Augen nicht creepy ausschaut. Ja, abgesehen davon, natürlich. Aber auch gerade Maria, weißt du, die heilige Maria, die Mutter Gottes, weißt du, wie es ist. Das ist halt schon ein wenig Next Level creepy, finde ich jetzt persönlich, ne? Da macht ich dir jetzt so nicht, dass da was reingesprungen ist. So, und sperr am besten noch zu. So. Ah, siehst du, die kann man auch da platzieren. I think I should open it first. Sollen wir erst aufmachen? Ja, und jetzt? Wie kann ich das aufmachen? Madison. Ah, das sind... Okay. I think I should open it first. Ah, da müssen wir natürlich... Los, mir raten! Jetzt passt's auf, jetzt kommt eine ganz heftige Theorie. Das, was wir brauchen... Also, dieses Utensil, was diese Büchse öffnet, ist im Scheißhaus. Body Exchange Ritual. Body Exchange Ritual? I need to put an end to this. Der Captain Genio macht einfach Körpertausch. Aber pass auf, Body Exchange. A Sentimental Object. Das ist quasi jetzt in unserem Fall der Ring. 7 Opfer. Kopf, die 2 Arme. Oberkörper, ja, also eigentlich im Endeffekt der ganze Menschenkörper sozusagen. 2 Körper, ein Gast und ein Wirt. Ist dieser Schlüssel fürs Scheißhäusl, das kann schon sein. Also ich kann mir in der Kirche nichts anfangen und bin vor circa einem Jahr ausdrehen, aber die Dekofiguren mit den blutigen Augen sehen geil aus. Du bist doch auch nicht ganz normal, oder? Human Ashes, menschliche Asche. Okay. Das ist der Schlüssel. Mit einem Dreieck. Okay. Schlüssel mit einem Dreieck. Jetzt speichert auf alle Fälle Spei nochmal, das ist gut für uns. Jetzt passiert irgendein Scheiß, wenn wir da rausgehen. Stimmt, da war doch am Anfang die Tiere, wo wir nicht durchgekommen haben, oder? Kann man da jetzt... der Scheiß da nicht. Ah, tatsächlich, da kann man jetzt aufspringen, wo schon her. Aber da kann ich noch nicht, da geht man... Ich brauche nur mehr so einen Schlüssel. Und ich kann nicht... Kann ich den Schlüssel jetzt nicht mehr nehmen? Okay. Hallo, ich will eigentlich... Hast du den Quellekatalog schon durchgesucht und bist beim Telefonbuch hochgelangt? Ja, die haben gestapelt mittlerweile, Sigi, habe ich die. Okay.
Warum kann ich jetzt den Schlüssel da nicht mehr nehmen? Habe ich jetzt wieder einen Bug oder was, dann flippe ich aus? Nein, habe ich nicht. Okay. Oder kann man da fotografieren? Du brauchst 2. Okay. Ja, ist doch schon gut jetzt. Okay. Jetzt ist halt die Frage, wo kriege ich den zweiten Schlüssel her? Wo kriege ich jetzt den zweiten Schlüssel? Haben wir mir irgendeinen Hinweis? Eigentlich nicht, oder? Wir haben jetzt eigentlich überhaupt keinen Hinweis, nicht, wo der zweite Schlüssel sein könnte. Müssen wir mal schauen. Vielleicht in einen von den Kuckucksuhren? Da braucht man auch noch irgendetwas. Da müssen wir auch noch irgendetwas finden, wie man in die Uhren da reinkommt. Okay. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es mittlerweile viel mehr paranormale Aktivitäten in dem Haus gibt. Ich bin mir nicht sicher, wie ich drauf komme, aber es ist schon irgendwie sehr spooky jetzt da gerade. Da liegt der schon her. Okay, das war jetzt ziemlicher Random von mir. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Freunde, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Haben wir jetzt aus welchem Grund auch immer mit mehr Dusel als wir Verstand da einfach den zweiten Schlüssel gefunden. Ich bin mir nur nicht ganz so sicher, ob ich dem Ganzen da jetzt... Was heißt, ich traue ja mir nicht, aber... Jetzt einfach extrem vorsichtig, weil mir jetzt dann wahrscheinlich irgendwas anspringt, wenn ich da jetzt die Tür aussehen möchte. Naja, Abschnitt. Sagt mir jetzt bitte nicht, wir müssen wieder in so einen Keller. This is from Grandma's diary. Ich hasse es, wenn Albert die Nacht durcharbeitet. Sobald es dunkel wird, ist es so, als ob die Welt Kopf stehen würde. Da sind knarzende Geräusche überall im Haus. Ja, die habe ich schon gehört. Und das Haus, ich weiß, dass meine Sehkraft immer mehr nachlässt, aber gestern habe ich mich in meinem eigenen Haus verirrt. Und das nicht wegen meiner Sehkraft. Die Räume bewegen sich umher. Ich konnte nicht einmal mehr mein eigenes Schlafzimmer finden. Wir sind hier nicht mehr sicher. Nicht mehr. Nicht, wenn dieses Ding mitten unter uns lebt. 16. Juni 72. Albert war wütend auf mich, weil ich überall im Haus Kerzen angezündet habe. Aber ich habe das Gefühl, dass das Licht nicht beschützt. Na, nicht wirklich. War schon ein Schluckschrauber. Der Alter mit dem Dämon einfach mit dem Schluckschrauber bearbeiten. Das ist eine gute Idee. There must be something useful here. Ein Kreissog. Ein Kreissog ist Nutz. Oh nein. Nein. Moment einmal. Wir sparen jetzt nicht an die Sicherungen umeinander, machen wir das ganze Haus finster. Das kannst du dir aber auch vergessen, gell? Warning. Ja, natürlich müssen wir jetzt an die Scheißsicherungen umeinander sparen. Was? Vorher war... Oh! Oh! Vollgas-Zentralschlüssel, Alter! Es wird Zeit, dass wir das Scheißhaus aufmachen. Nein, du sollst nicht zumachen, du sollst aufmachen. Ha, kannst halt du auch vergessen, dass ich jetzt an der Sicherung umeinander spiele. Spreng mal weg, dann geht's schnell. Okay.
Wir haben ja jetzt zumindest einmal einen Zentralschlüssel gefunden. Das ist ja schon mal was. Ne? Zentralschlüssel, aka Bolzenschneider, hat in Resident Evil schon weitergeholfen. Die Frage ist, hilft er uns jetzt auch da? Sprenge Habitäre. So, jetzt bin ich aber gespannt, was in dem Scheißhaus drin ist, gell? Da mit so mal. Ja. Zentralschlüssel-OP. Da ist ein Betonklotz drin. Uh-oh. How many times do I have to tell you there's nobody in this house? Al? I'm done with your bullshit. Albert, listen to me. Just a book. A fucking book, Elizabeth. See? There's no one here. It doesn't exist. It's not real, goddammit. I know. Everything that's happening to me has something to do with it. I just know it. It's a disease, Elizabeth. You are sick for the Lord's sake. Not. For the Lord's sake. You'll end up losing your mind if you don't cut the crap. That book has nothing to do with your illness. I wish you stopped acting like a child. Stop hiding our stuff and take your goddamn pills. Jesus! Do you think it's normal? Do you think pupils vanish like dust? I'm telling you that fucking thing is what's causing this for me. Enough, Elizabeth. Stop acting like a 10-year-old and go to bed. Albert, everything started the day we brought that fucking book to this house. It's a disease, Elizabeth. Was ist das schon wieder für Bierchen jetzt? Believe me, I will leave this place. I'm done. And I'm taking Johnny with me. We are not staying here. Hey, wait a minute. This is too much. You're paranoid, Ellie. It's 4 a.m., Elizabeth. Just go back to bed before we wake up Johnny. Come on. We can talk about this. You're gonna regret this. You'll end up all alone. Just you and your stupid fucking clock. Uhr. So, was ist jetzt dieser? No fucking way, dass ich da jetzt rausgehe. Können wir mal kurz fest... Mach das Scheißhaus zu. Können wir mal kurz festhalten, dass es eigentlich schon an Unrealismus... Jetzt mach nicht dir zu, Grutze, fix, ich red mit meinem Chat, du hast jetzt Pause. Zupfte. Dass es eigentlich schon an unrealistisch... Dass es eigentlich unrealistisch ist, dass man ein Horrorspiel entwickelt, das immer und immer und immer und immer wieder einen draufsetzt. Es gibt keinen Punkt in dem Spiel, wo du sagst, es kann nicht schlimmer werden. Das Spiel setzt immer wieder einen drauf. Du kannst in diesem Spiel fucking nicht durchschnaufen. Es ist nicht möglich. Jetzt Grütze, fix nochmal. Ich hab gesagt, du machst jetzt Pause, jetzt ein Raucher oder zum Wichsen, ist doch mir wurscht, was du tust. Ich bleibe jetzt in dem Bad und scheiß mich aus, bis dass ich stirb. Es wird noch schlimm. Ja, das war mir ja klar, dass es noch schlimmer wird. Das ist klar. So, wir haben jetzt einen fetten Betonklotz. So, und was soll ich mit dem jetzt? Soll ich den unterwerfen damit, oder was? Ich mag da jetzt nicht. Ich kannst halt du vergessen, da ich da... Ja, genau, das ist zauberhaft. Das kannst halt vergessen, dass ich da jetzt rausgehe. Ich mache einen Handstand in das Klo rein und da sauf mir jetzt lieber. Ganz ehrlich. Mit dem Betonklotz geht's ins... Ja, genau. Am Fuß auch nicht... Da.
Am Fuß eine binden, am Kopf eine und unter Wassertaucher im Boot rein und der Käse ist gegessen. Dann haben wir es hinter uns. Ja, okay, aber was ist jetzt, was soll ich jetzt machen? Ich verstehe die Frage jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Was soll mir der Betonglotz jetzt sagen? Der Betonglotz sagt mir jetzt gerade überhaupt nichts. Alter. Verstehe die Frage nicht. Das letzte Mal, wo ich da so ausgeschaut habe, war nicht gut für uns. Aber da ist Musik weg, das ist nicht gut. Nein, Freunde, nein. Vergesst es halt einfach den Fall. Warum soll ich denn da jetzt aussehen, wenn wir... Oh. Du brauchst da was für eine Statue, oder? Was für eine Statue? Was sind für eine Statue? Hä? Statue. Ja, die andere Statue, für die vierte, ja, da brauche ich aber das, was da drin ist. Ich muss irgendwas finden, wie ich die Buchsen da aufkriege. Mensch, denkt doch mal an den Geist, der ist auch allein. Der hat selber Schuld! Wenn er nicht so unheimlich war, dann war er nicht allein. Muss man auch mal erkennen, wenn man ein Mobbingopfer war. Oder was heißt, nein, nicht Mobbingopfer, wenn man einfach nicht beliebt war. So. Ja genau, mach die jetzt. Oder wenn du da drin bist, geh ich nicht rein, das ist gut. Ja, okay, aber was soll ich machen? Ich verstehe die Frage nicht. Dampf, aber dann nimmst du den Betonbrocken und haust da auf den Dosen drauf. Ja, das kann ich leider nicht. Das hätte ich schon versucht. Oder auf das hätte ich schon spekuliert. Betonbrocken. Was soll ich mit dem Betonbrocken jetzt anfangen? Was soll mir der Betonbrocken jetzt sagen? Es fällt die Kettensäge von Resissim. Den Betonbrocken schneiden macht ja auch absolut keinen Sinn, nicht, oder? Ich kann doch keinen Betonbrocken in einen Kreissäge rein, das hat ja überhaupt keinen Taugt nicht. Schau nochmal in den Keller, du kannst mir am Arsch lecken, dass ich nochmal in den Keller gehe. Können wir es einmal probieren, dass wir jetzt irgendwie noch mit zur Kreissack gehen. Immer. Schaut aus wie ein Curlingstor. Sag ich dir, wie sie ich darf jetzt gern alles lieber da als wie die Speisbein. Das ist so belastend. Aha. Das ist unheimlich, mach dazu. Das grenzt ja schon an ein Kunstwerk, da ich das überhaupt aufgebracht habe. So. Aber da kann ich ja jetzt auch nichts tun. Ich kann hier nichts tun. Warte mal, die leicht rot. Ja, perfekt. Ja, jetzt werde ich... Los mir raten, jetzt muss ich an die Sicherungen umeinander spannen, dass die Kreissack geht und wenn ich Kreissack dann eingeschaltet, dann geht im ganzen Haus Licht aus. Dann kann ich wieder in den Keller rein, dann kann die scheiß Sicherung wieder eindrucken. Ich sag's doch, wie es ist. Ah, die Spui. Bettina habe ich die Ehre, grüß dich gut. Wie geht's dir? Schön, dass du deiner schaust. Kannst du eigentlich auch hängen? Ja, lustigerweise. Es steht in dem Zimmer, wo die 4 Maria-Statuen haben, da wo aus 3 von denen schon Blut aus die Augen rausrinnt, steht da, ist Strick, ne? Ich kann mit der hängen. Ja, okay, was ist jetzt das? Das hilft nicht. So, was soll ich da jetzt mal? Ich verstehe die Frage nicht. Okay, auf, obi. Okay, auf, obi, obi, auf.
Auf, oben. Das ist nicht gut für uns. Das war gerade nicht gut für uns. Was auch immer wir jetzt tun, das ist nicht gut für uns. Hey, da krieg ich direkt Angst bei dir. Du kippst... Bettina, jeder andere Monat war perfekt gewesen, wenn du vorbeigeschaut hast. Aber heute... Ganz belastend. Ganz belastend. Aber trotzdem schön, dass du bist. Mir geht's gerade nicht so gut. Das liegt aber am Spiel und nicht an... Ich kann mich welcher normal denkende Mensch schneidet mit seiner Kreissäge ein Eisen... ich verstehe die Frage nicht. Guten Morgen, die zweite, was habe ich verpasst? Alles. Ja, RIP Kreissägebladel. These must be Madison's victims. Ja, tolle Wurst. Das ist eine Eisensäge mit Ölschmierung, das sieht man doch einmal. Nein, du lässt die auf. Horrorspiele sind wie Tweets vom Eiwanger-Hupsi, man fragt nicht nach der Sigi, der war jetzt nicht schlecht, der muntert jetzt ein bisschen auf. Sigi, 1-0 für die. Der Sigi müsste Madison spielen. Sigi, Madison Stream wann? So, jetzt bist du dir doch rein theoretisch, was auch immer, da drauf linken, oder? Rein theoretisch. Tatsächlich. Ah, da klopft wieder an der Tür. Na, los mich! Ach, der klopft da an der Tür. Freilich lose die aus, so ist ja völlig klar. Lucius, merci für deinen Lurk. Wenn's mir die Spur zahlst, lass ich mit mir reden. Sigi, ich glaube, du hast gerade einen ganz ungünstigen Ort dafür gefunden, solche Aussagen zu treffen. Ja, sag mal, wer immer du da bist, haben sie ins Hirn geschissen. Glaubst du, dass du jetzt, meinst du jetzt freiwillig die Tiere da auf? Kann ich abgesehen davon, ich hab den Code gar nicht, hä? Freunde der Sonne, wer ist so nett und spendiert an Sigi Madison? Boah, leck Sigi, ich lass dir, aber das machen wir ganz einfach. Du, ich share einfach meine Steam-Playlist mit dir, dann kannst du Madison kostenlos spielen. Ha, Brudi, jetzt bist du aber richtig gefriert. Ja, Brudi, jetzt bist... Okay, pass auf, das machen wir jetzt ganz offiziell. Wie viele Leute haben gerade im Stream? 43 Leute, wir haben ja 43 Zeugen. Sigi, oh. Ich glaube, das war... Ich glaube, du warst an dem Tag nicht da, wo ich zu der Wifi gesagt habe, dass mein 50 Follower, ne? Da war mal was. Ah, Sigi, jetzt bist du aber schon, jetzt meine... Du hast einen Bolzenschneider. 1XNNX, danke für dein Following. Ich habe eine Idee, was der Bazi da noch spielen muss, abgelehnt. Ja, was soll ich machen? Hallo?
Ja, jetzt kann ich wieder nicht interagieren. Ist das dein Ernst? Jetzt habe ich schon wieder einen Bug in dem Spiel. Was ist denn mit dem? Mein Gott, wie mir das aufregt. Jetzt kann ich wieder reinladen. Fix leiten. Alles fit bei dir. Ich weiß leider nicht, wie ich deinen Namen richtig aussprechen soll. Aber schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, stimmt, das haben wir noch gemacht. Also, von den anwesenden Leuten muss jeder 80 Cent zahlen, dann kehrt das Spiel. Du, ich zahle freiwillig gleich einen Zehner. Dann, ne? So. I think I should open it first. Wow, Alter, ist das dein Ernst? Ich muss jetzt den ganzen Scheiß nochmal machen, oder was? Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Pinkton aus Tirol. Wo der ist, ey? Ihr seid ja nicht mehr ganz bocher. Hat sich ein Spendenaufruf für Madison-Version für den Sigi. Der Sigi hat gerade einen Satz gedroppt, wenn wir ihm das Spiel spendieren, später im Stream. Das war leider ist mein Stream der absolut falsche Ort, um solche Aussagen zu treffen. Da kriegen wir nur Geld für ein VR-Setup zusammen. Das kannst du vergessen, dein D-Spiel im VR-Spiel. Das kannst du voll vergessen. Bolzenschneider wieder mitnehmen? Ja, du gehst. Aber pass auf, das machen wir jetzt ganz anders. Hallo, nimm den Bolzenschneider. Da machen wir es halt gleich so. Ich hab nur gesagt, ich lass mit mir reden. Das war noch keine Zusage. Ah, du darfst doch der Community niemals bei dir Madison vorenthalten, Das ist genau oder? die Scheiße, auf die ich Bock hab! Wer war denn jetzt das schon wieder? Wer war denn jetzt das? Wer hat jetzt so mit dem Geld geworfen? Das ist halt blöd von Twitch, dass ich da nicht zeige, wer das wirft, ne? Wifi, danke für deinen Euro. I'm in. Ja, da bist wahrscheinlich nicht nur du in. So. Warum kann ich denn jetzt... Hey, Alter, ich flippe aus, ich kann schon wieder nichts tun. Alter, ist das Spiel komplett buggy oder was? Warum kann ich jetzt... Jetzt kann ich schon wieder nichts untersuchen. Ich kann ich nicht. Ich kann's nicht untersuchen. Sobald ich ins Menü gehe, geht nichts. Es geht aber auch mit allem nichts jetzt gerade. Passiert immer, wenn du raus... Oh, okay, ab jetzt hab ich... Also Leute, eine Bitte, jetzt bitte keine tun... Also, ne? Aber jetzt bitte nicht irgendwas triggern, wo ich jetzt aus dem Spiel austappen muss, weil sonst flippe ich aus. It's not a bug, it's a feature. Ich spiele auch nur Visage und Madison. Ja gut, bei dir war's ja, bei dir ist ja, ne, du bist ja eh noch. Du bist ja Visage sowieso noch scharf, abgesehen davon. So, Herrgott Seele, darf ich jetzt endlich einmal bitte das Spiel fertig spielen? Jetzt hol ich mir aber erst den Schlüssel da aus dem, der scheiß Kiech da.
Ich weiß zwar nicht, für was ich den Betonklotz dann brauche. Den Betonklotz, den sparen wir jetzt einfach einmal, weil warum nicht? Na, Visage fangen wir in dem Monat definitiv nicht mehr an. Das rentiert sich zeitlich nicht. Wobei ich halt auch sagen muss, Visage kenne ich halt eigentlich schon. Das ist das. Visage habe ich bei 2 verschiedenen Streamern gesehen. Da war sie eigentlich nahezu, ja, schon ein Großteil. So. Da stand Fortschritt 64%. Ja, da zählt wahrscheinlich 3, dass du alles findest und alles untersuchst und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass wir storytechnisch schon hübsch weit haben jetzt mittlerweile, weil jetzt haben wir die 4 Statuen da im Endeffekt schon versorgt, sozusagen, ne? So. Herrgottselig. Können wir jetzt das bitte... Spiel, du kannst halt da aber auch mal speichern, gell? So. Jetzt klopft der da. So, jetzt müssen wir einen 4-stelligen Zahlencode noch finden. Tape. 3. Nummer 3. Ja, weil wenn Diassi, oder generell Zabi oder Diassi, von denen 2, wenn die irgendwas in den Chat schreiben, was mit einem Lachsmiley zum Tun hat, dann ist das für jeden anderen witzig, außer für den Streamer, der wo gerade ein Horrorspiel spielt. Das geht übrigens auch für das Weinglasl, was der Prof da gerade postet, ne? Das ist hoffentlich auch klar. So. Wir müssen an die Sprechanlage da wo. Hör rein, Klopfer auf jetzt! Alter. Ich komme im Frieden. Ich will eigentlich nur Kassetten hören. Pumuckl und so, ne? Meister Eder und sein Pumuckl. Los mich. John, I must stress to you how dangerous these demons really are. I've witnessed a few exorcisms in my time. Not everyone lived to tell the tale. These beings are not alive, and that makes them stronger than us. They entertain themselves with us. They enjoy our fear, causing us pain. They feed off of it. It gives them power, gives them strength. When one of them becomes attached to one of us, it's all but impossible to stop. They play with our bodies and minds. Does this mean that until they find what they were looking that woman for? Is attached to They're the no camera? longer human. Attached they to are me? beyond everything we know. John, I implore She's you. no longer human. Seek help. I'll investigate that woman you told me about. Madison Hale. And I'll get back to you as soon as I find something. Keep all of this information away from your son. Get rid of that camera as soon as you get this message, but please, please do be careful. If your child has already had contact with this entity,
His life, yours, and your family's are in Mom. jeopardy. Chanel, what have I done? I need to find a way to end this. Fuck. Ficken war eine Option. Nicht an der Stelle. My body burns. Ah, das ist aber auch kreislig, gell? Horns? Wo's herner? Wo herner? I think I've seen something like this in the house. Herner im Haus. Ah, warte mal, dahinter ist doch so ein... Na, was ist das? Ein Rehbock? Keine Ahnung. Also den Betonklotz hol ich jetzt erst einmal nicht, ne? Macht ja keinen Sinn. Meister Ada und sein Po-Muskel... Po-Muskel. Po-Muskel, ja genau. Ja, genau. Fotografieren, I guess. Ja, toll. 8. No. 8. No. Not again. No. Fuck. I can't feel my fingers. What is happening to my body? I don't know what this could mean. There was a red light, but everything was dark. Rote Lampen. Die war dahinter. Dahinter war doch eine rote Lampen. Da wo die Kuckucksuhr von Weiden ausschaut wie so eine Nonne. Das ist die einzige rote Lampe, die mir jetzt noch pauschal einfällt. Es war im Keller auch eine. Bevor man... Ganz am Anfang, wie das Licht ausgefallen ist, aber die ist ja nicht mehr da. Die einzige rote Lampe, die jetzt in dem Haus noch ist die da hinten normalerweise, wenn mich nicht alles täuscht. Frage mich jeden Tag auch, was mit meinem Körper passiert. Vorher an der Kreissack gearbeitet und jetzt fühlt er seine Finger nicht mehr. Verdächtig. Vielleicht hat er sich auch geschnitten. Mann, wer schneidet schon Eisen mit seiner Kreissack? Da passiert jetzt bestimmt auch gleich wieder irgendeine Psycho-Scheiße. Da kommst nicht einfach so hinter. Das kannst du auch vergessen. Sag dir, wie es ist. Da werden wir mir nicht friedlich also wir werden vielleicht friedlich hinterstapfen, wir werden aber nicht mehr friedlich zurücktatschen, da bin ich mir fast sicher. So weit kann ich die Spiel schon einschätzen mittlerweile. Das heißt, das habe ich von Anfang an gewusst, dass das so ist, aber okay. Hi. Hallo? Hallo? Mayday? Sägewerk. Das, liebe Kinder, passiert bei Drogenmissbrauch. Ich bitte euch, nehmt euch das zu Herzen, macht es nicht wie die Figur im Spiel und lasst... Ja! Wichtiger Aufruf vom Herrn der Veit. Lasst die Finger von zweifelhaften Substanzen, Kinder da draußen. Das ist nicht gut. Weder für euch noch für enkere Umstehenden, Nahestehenden. Oh Gott, das war so komisch dazu. Das ist die einzige da. Das ist die einzige rote Lampe, die wo jetzt... Ne? Die wo man... Alter, die Uhr, wenn er vor mir auf mich zugeht, dann fliege ich da hinten durch den Greenscreen durch. Das sage ich dir, wie es ist. So, schauen wir. Okay. Was ist denn der Trage vielleicht? Okay, die ist offensichtlich nicht. Moment einmal. Müssen wir nochmal... I don't remember drawing any of these. Am I going insane? Okay, das ist ein Glühbirn. Es ist ein Glühbirn.
Haben wir irgendwo in dem Haus eine rote Glühbirne, die wo hängt? Die über uns haben gestern zweifelhaft durchgezogen und mich am Arsch war dieser Wolke bei uns unten. Pro-Gamer-Tipp, Fenster zu machen. Okay, wir müssen irgendwo eine rote Glühbirne finden, aber ich weiß jetzt gerade pauschal nicht, wo eine rote Glühbirne hängt ist. Rote Glühbirne, vielleicht war da doch im Keller eine? Ich weiß nicht mehr. Rote Glühbirne. Rote Glühbirne. Achso, okay, ja gut. Wieder was anderes. Hast du vorhin doch was erwähnt? Rote Glühbirne. Beziehungsweise, Moment einmal, muss die Glühbirne muss vielleicht gar nicht rot sein. Das ist vielleicht nur ein Hinweis, hey, du pass auf, es muss eine Glühbirne sein. Glühbirne. Wo war eine Glühbirne? War oben im Dachboden nicht eine? Ja, das heißt, weil oben am Dachboden war eine. Oh, leck. Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht war... Nein, da war keine. Okay. Im Bad? War im Bad eine? Im Bad, glaube ich, war eine, oder? Bad ist, glaube ich, auch eine gewesen. Bin mir jetzt nicht sicher. Okay. Ohne Scheiße, ich bin so froh, wenn ich Spiel um ist. Ich sag's irgendwie, wie es ist. Einfach so absolut kein Bock mehr. Da hängt auch keine. Ja gut, das ist kein das ist gewissermaßen eine Glühbirne, aber nicht so eine, wie wir suchen. Da ist auch keine drin. Ah, doch, ich weiß wo. Ich weiß wo. Wir waren doch vorher im Keller, quasi in dem Raum ganz hinten, wo wir die ganzen Maria-Statuen da fotografiert haben quasi, ne? Da war eine Glühbirne, glaube ich. Ja, I guess, da müssen wir lang. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Lootsackerl liebe? Wer liebt keinen Loot, ist die Frage. Okay, das ist einfach so eine scheiß Gasröhre. Okay. Hä? Okay, ich check's nicht. Hä? Was passiert bei einer Notabschaltung im Haus? Ja, die Sicherung fliegt. Oh, fuck! Oh Gott, wir müssen mit Sicherung außer da und dann die rote Lampen finden. Ist das dein Ernst? What the hell am I doing? Okay.
Und wo war jetzt die Lampen? The doorbell. I gotta get to the front door. Alec, ist Entwickler, ihr habt's doch alle so an dermaßen derben Dachschaden, dass es nicht mehr besser geht. Oder wo ist jetzt die... Ja, aber wo ist denn jetzt Eingangstier? Wo ist denn das Eingangstier? Ja, toll. Ich weiß halt nicht, wo das Eingangstier ist. Das Herz ist oben, wenn das von da hinten kam. Ich kann überhaupt nicht sagen, wo das Klingeln herkommt. Ich kann es nicht sagen. Das hört sich einmal so an, wenn es von da hinten kam, dann hört es sich so an, wenn es von da hinten kam. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hingehen soll. Von der Tür, wo du... Sagst du das jetzt nur so, dass ich da hinten gehe, oder sagst du das jetzt wirklich, weil es ernsthaft ist? Also jetzt bitte eine serious Antwort, ja? Wie will die Speier eigentlich heute noch fertig machen? Hört man doch, hä? Ja gut, jetzt was du sagst. Oh Gott. Oh nein. Oh, ich hab's so gewusst. Ich mag nicht mehr. Ich mag einfach nicht mehr. Achtung, triggern! Beim zweiten Mal ist es nicht mehr lustig. Ah, das ist ja wieder. Doch, das Glitzerfenster, da, schön zauberhaft. Da fällt ja extra Glitzerfenster. Ist zwar eigentlich noch, aber ne? Einmal was Pinkes mit Glitzer, einmal was Gruseliges, Violettes und einmal eine schwarze Mieze. Ja, toll, perfekt, easy. Also bin ich jetzt eher na toll, das war so klar. Das war so klar. Oder ob es sich was... Was ist denn jetzt das wieder? She's playing with my mind. There is no fucking escape. Wenigstens speichert Spur jetzt einmal, ne? It is still unclear whether the photos were part of the rites she was carrying out, or if she simply took the photos to immortalize the events. Okay, wir haben 5 Stockwerke jetzt, oder was? According to official sources, the 43-year-old woman, Madison Hale, intended on murdering 7 people. Ja, fahren wir mal in den ersten Stock mal über, was wieder geht's. Notified before she could carry it out, putting an end to the massacre after the 4th victim. Madison mutilated his body in such a way that his face was unrecognizable. His body
body was found in pieces inside the well along with the other corpses. So far, his left leg and 3 fingers have not been found. Was ist das eigentlich für ein Haus? Das ist eine gute Frage. Okay, da haben jetzt Zahlen drauf. 1, 2, also 1 bis 4. Henry Sherrison 1902 bis 74. Jackson A. Patterson 15 bis 70. Kate Louise Schmidt, nichts bekannt. Okay, was ist jetzt das? Helen Mackenzie 1689. Vincent Patterson der Dritte. Okay. Ein Loch, wo man einschauen kann. Robert Haley 1987. Okay. Okay, das check jetzt gerade noch nicht. Jetzt pass auf, wo wir noch eine Stube. So far, his left leg and 3 fingers have not been found. The first victim was still alive. The woman passed away due to great loss of blood. Hours later, Madison continued to mutilate her body before disposing of it. Okay, da ist ungefähr komplett The finster. second victim was her 71-year-old mother. According to police reports, Madison amputated both of her legs while she was still alive. Achtung! Sounds like something. Madison continued to mutilate her body before disposing of it. The second victim was her 71-year-old mother. According to police reports, Madison amputated both of her legs while she was still alive. The woman passed away due to great loss of blood. Hours later, Madison continued to mutilate Okay, da bewegt sich das Ding, oder? The second victim was her 71-year-old mother. According to police reports, Madison amputated both of her legs while she was still alive. The woman passed away due to great loss of blood. Hours later, Madison continued to mutilate her body before disposing of it. Ich verstehe die Frage. Leid, man kann der Radio mal sein Maul halten, der macht mich wahnsinnig. Ich verstehe jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich da machen soll. Judith Hale, 87. Okay. Der Song ist weg. Christian Pittner. The second victim was her 71-year-old mother. Okay. According to police reports, Madison amputated both of her legs while she was still alive. The woman passed away due to great loss of blood. Hours later, Madison continued to mutilate her body before disposing of it. Schau mir erst einmal die ganzen Stück weg. Das The ist second irgendwas. victim was her 71-year-old mother. The young man died instantly. His body was dismembered as well. The third victim was a 27-year-old man. Madison hit his head with a sharp object repeatedly. The young man died instantly. His body was dismembered as well. The third victim was a 27-year-old man. Madison hit his head with a sharp object repeatedly. The young man died instantly. Moment einmal. His body was Moment einmal. dismembered as well. Moment einmal. The third victim was a 27-year-old man. Madison hit his head with a sharp object repeatedly. Ja, gratuliere. Vierter Stock können wir nicht. Recognizable in more than 13 pieces. The final victim was a 35-year-old woman. Madison stabbed her at her own front door. Neighbors witnessed her dragging the body into the house and notified the police. The woman's body was found unrecognizable in more than 13 pieces. The final victim.
pro Stockwerk haben wir Opfer. Im ersten Stock das erste, im zweiten Stock das zweite, im dritten Stock das dritte und im vierten Stock wohl das letzte Opfer. Was ist im fünften Stock? Madison stabbed her at her own front door. Neighbors witnessed her dragging the body into the house and notified the police. Ja, ich fahr wieder oben, ich hab's schon verstanden. Okay, pass auf. Fuck off, du Hurensohn, du Verfickter. Body before disposing of it. Way that his face was unrecognizable. His body was found in pieces inside the well. Okay, wahrscheinlich wird es so werden, dass wir quasi jetzt drauf hören müssen, was der Radiopolizist Vollidiot Heini uns verzeiht, was für ein Opfer das ist. Und wir müssen dann wahrscheinlich ein Foto machen von dem Beil von dem Opfer und dann müssen wir Stock für Stock durchgehen und irgendwie ergibt es dann wahrscheinlich ein Muster oder ein Puzzle, was uns zu irgendwas führt. Along with the other corpses. So far, his left leg and 3 fingers have not been found. The first victim was her own 75-year-old 75 Jahre alter Vater. mutilated his body in such a way that his face was unrecognizable. Der Vater, also heißt er ja auch Madison Hall. Der Papa heißt nicht Madison, aber ne, der heißt dann Hall mit Nachnamen. 75 Jahre war der alt. Robert Hale. Okay, der Robert Hale war wohl sein erstes Opfer. Robert Hale. Aber ich verstehe jetzt nicht, was das ist. Es tut ja was, wenn man die alle fotografiert. Okay. Also ich sag's irgendwie, ich hab gerade absolut überhaupt keine Peilung nicht von dem, was ich eigentlich tun soll. Okay, wir haben jetzt den Gang fotografiert, wo der Vater ist wahrscheinlich. Schauen wir mal. According to police reports, Madison amputated both of her legs while she was still alive. The woman passed away due to great loss of blood. Hours later, Madison continued to mutilate her body before disposing of it. The second victim was her 71-year-old mother. Okay, also wieder Hale oder Hall. Madison amputated both of her legs while she was still alive. The woman passed Das war da erinnert wahrscheinlich. Hours later, Madison continued to mutilate her body before disposing of it. Judith, na das war's. According to police reports, Madison amputated both of her legs while she was still alive. The woman passed away due to great loss of blood. Hours later, Madison continued to mutilate her body before disposing of it. The second victim was her 71-year-old mother. According to police reports, Madison amputated both of her legs while she was still alive. Ich weiß nicht, ob ich richtig auf der Spur bin oder so, aber... Madison hit his head with a sharp object repeatedly. The young man died instantly. His body was dismembered as well. The third victim was a 27-year-old man.
27 Jahre. Ein Mann. Tyler Owens, der war's nicht, der ist zu alt. Thomas. Oscar Jones Jr. Madison hit his head with a sharp object repeatedly. The young man died instantly. His body was dismembered as well. Ein 27 Jahre alter Mann. The third victim was a 27-year-old man. Madison hit his head with a sharp object repeatedly. Nein, der war definitiv älter wie 27. His body was dismembered as well. Maybe I can break the wall with something. Madison hit his head with a sharp object repeatedly. The young man died instantly. His body was dismembered. Ja, wenigstens, da haben wir auch wieder mit so irgendwas zum Brauchen. Die Frage ist, magst du überhaupt auf der richtigen Spur sein? Ja, weil dann kann ich das Spiel endlich beenden. Das passt. Drake Fletcher. So, was haben wir jetzt noch? 35 Jahre alte Frau. Madison stabbed her at her own front door. Neighbors witnessed her dragging the body into the house and notified the police. The woman's body was found unrecognizable in more than 13 pieces. 1952 bis irgendwas. Wissen wir noch nicht hundertprozentig, schauen wir mal die anderen Sachen an. 35 Jahre ist die Frau. 32 bis 75. Nein, das ist älter. Das sind 43. Das ist Annette. Neighbors witnessed her dragging the body into the house and notified the police. The woman's body was found unrecognizable in more than 20 pieces. Wow. 2001. Ja gut, das kann jetzt das sein oder das dahinter. Ich glaube aber eher, dass das dahinter ist. Okay, offensichtlich ist das richtig gewesen. Kurze Zwischenfrage an die Leute, die es gespielt haben. Ist das soweit korrekt, was ich jetzt betrieben habe? Das U im 4. Stock sagt man jetzt, dass wir glaube ich richtig haben, weil das ist vorher nur im 5. gewesen. Ich weiß schon, warum ich lieber die Treppen Das ist Spiegel. Sechs, 8, 6. Schlüssel. There are no numbers on this one. Okay. Okay, aber wie kommen wir jetzt wieder zurück? 0 wahrscheinlich, oder?
geht jetzt nicht auf, oder was? Ja, jetzt passiert gleich wieder irgendein Scheiß. Der Uhrenschlüssel. Das ist das Zimmer rechts neben dem Bad. Also in der Gang quasi, wo letztes Mal der Dämon hinter dem Eck gewesen ist, gleich die Tür, da wo die Uhr dran hängt. Ja, pass auf, Achtung. Achtung, Freunde. Achtung, festhalten. Okay, speichert, das ist gut für uns. Achtung, Name, Triggerwarnung, aufgepasst. Dämon in 3, 2, 1. Ja, gut, okay. Okay, dann halt jetzt nochmal. Okay, nein, jetzt nicht mehr Dämon in 3, 2, 1. Okay, jetzt das erste, was ich jetzt tue. Und zwar instant. Das ist die Scheißsicherung wieder, Alter. Da kannst du aber mit Gift drauf nehmen. Das ist das Zimmer, wo wir wahrscheinlich rein müssen. Aber da kannst du mit sowas von Gift drauf nehmen, dass ich jetzt die Sicherung erst einmal wieder rein tue. Da kann keiner was machen. Aber 100%. So, das ist das Uhrenzimmer. Vermute jetzt einfach mal. Ja, okay. Wie viel Keller hat denn das Haus? God. My body. My hands. This is what the priest was talking about. That thing is feeding off of me. What the fuck does this even mean? TikTok. Ha! Da haben sie App draus gemacht. Full of clocks. Alle, die auf TikTok kann, macht sich mal Gedanken, ob es eine so gute Idee ist, auf der Plattform zu bleiben. Gut, dass ich noch nicht mal installiert habe. Okay, die was zeigt die Uhr? 5 vor halb 2. 5 vor halb 2, was ist, hä? Okay, 5 vor halb 2. Grandpa used to work in here. Okay, mit der Uhr kann ich zumindest jetzt einmal interagieren. Achso, okay. 5 vor halb 2. Ja, das kann man zumindest mal aufzwicken. Okay. Combination. 3 links, 12 rechts. Vermutlich. Eine Kombination. Da ist zu. Okay. Da ist nichts drin. 3 links. Mit der Uhr müssen wir aber irgendwas. Ah, warte mal. 3 links, 12 irgendwas. Einfach mit dem Brecheisen die Kuckucksuhr aufmachen.
Okay, ich check's jetzt ehrlich gesagt gerade nicht. Wir haben da einen Hinweis, in Combination. 3 left, 12, weiß man nicht. Man kann aber außer mit den Kuckucksuhren mit nichts interagieren. Ah, warte mal, was ist das? Achso, der liegt einfach nur da. Drei Futzen links, 2 Futzen rechts. Ja, dann nehmen wir die. Okay, aber was soll ich jetzt da tun? Ich verstehe nicht. 3 links, 12 irgendwas, hä? Da haben 7 Millionen Uhr rund. Okay, seriously, wie lange geht jetzt die Spanne? Aber ich flippe jetzt dann gleich aus, ohne Witz. Ein Stream sicher noch. Ja, mein Plan war jetzt eigentlich bis um 6 Uhr spätestens zum Beenden. Wenn wir das jetzt natürlich nicht schaffen, dann machen wir noch einen Stream. Das hängt jetzt von dem ab, im Endeffekt. Das geht sich nicht aus. Ja gut, dann machen wir dann einen Cut. Dann machen wir an der Stelle einen Cut, dann wird es nicht anders. Dann machen wir dann nicht einen Stream. Das Rätsel ist nicht ohne. Wo hat das vorher gespeichert? Kann jetzt nicht mehr nachschauen, gell? Fix. Gut, aber ich kann bis dahin nachsperren, das war jetzt das Wenigste. Oh, leck mich doch am Arsch, hey. Langsam wird's hart, glaube ich, ja. Nein, das machen wir so. Weil es hat auch keinen Sinn, nicht, wenn ich mir jetzt alles backseaten lasse. Das möchte ich schon ein wenig. Ich meine, es ist zwar schlimm, aber ich möchte schon irgendwie, wenn möglich, ein wenig allein schaffen, wenn es irgendwie machbar ist. Und das bringt jetzt nichts, wenn wir das durchdruckern sozusagen. Da machen wir lieber nochmal gemütlich nochmal einen Stream, dann brauchen wir halt einfach nochmal einen, das hilft ja dann eh nicht, das ist ja dann auch wurscht. Umso besser, weil dann bleibt uns wenigstens der Content für den Horror-Oktober bestehen. Das machen wir so. An das Uhrending kann ich mich nur sehr vage erinnern. Wie gesagt, ich gar nicht. Null. Okay, Freunde, ich glaub, dann machen wir das ja so. Dann machen wir das so. Und machen wir dafür heute einen Cut. Okay? Ich glaub, ihr seid bedient, ich bin mehr als bedient. Meine Stimme lässt allmählich auch ein bisschen nach, was nicht so gut ist, für das, dass ich halt eigentlich heute noch arbeiten muss. Positiv ist halt, also negativ ist jetzt, dass wir es leider nicht geschafft haben. Ich hätte eigentlich gedacht gehabt, dass wir es durchbringen. Das ist das Negative, dass wir das nicht geschafft haben. Das Positive ist, wir machen noch mal einen Stream. Ne? Wahrscheinlich am Mittwoch. Bin immer noch nicht hundertprozentig sicher, aber normalerweise Mittwoch. Ich glaube, das ist ein Deal, oder? Mittwochnahme im Medicine-Stream, sofern sie sich von der Baustelle her ausgeht. Also vom Bier, gell, selber glaube ich, das Speinier nicht an. Ah, Dampf, es war schon nicht schlecht, wenn du das so einmal zocken darfst. Na, passt, machen wir so. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hat's noch dabei oder hat schon unter den Tisch eingeflogen oder aus dem Fenster ausgesprungen? Wie sind wir drauf? Alles flauschig. Also bei mir ist offensichtlich nicht mehr, aber. Ne?
Also ich bin durch. Sag's euch, wie es ist. Also heute war schon auch noch mein Next Level. Birgit ist am Kochen. Ja, bei uns gibt es jetzt dann auch gleich Abendessen. Bei uns gibt es halt Gyros tatsächlich. Sicherheitskatz, schnurrt noch, alles flauschig, sehr gut. Bin noch für einen Raid zum haben? Ja, da schauen wir jetzt gleich. Sigi und Dampf spielen Madison. Ja, beim Sigi, Sigi war halt schon sehr, sehr grenzwürdige Aussage deinerseits. Ne? Also, wenn er da irgendwann Madison schenkt, dann musst du schon ernsthaft Gedanken machen, ob du das nicht für dich selbst, ne? Wobei ich halt wirklich sagen muss, und da muss ich wirklich noch mit Yassi wirklich in ihrer Aussage zu 1000% bestätigen, selber Spain ist eine ganz andere Liga, als wir zuschauen. Es ist eine komplett andere Liga. Und vor allem dann, wenn du von dem Spiel eigentlich nahezu nichts weißt. Bei dir gibt es jetzt einen Tofu-Schnitzel und einen Salat. Ja, okay, warum nicht? Sehr gut, nice. Wobei da, schöner Sonntag eigentlich hole ich noch. Ich gehe jetzt zu meinem. Was? Zu meinem Zwetsch. Zwetschdatschi. Was haben wir denn noch? So saure Apfelringe von Haribo, wenn die wer kennt. Und einen Marmorkuchen haben wir. Ich meine, den schieben wir noch auch, glaube ich, verdienterweise im Pfotzen. Aber okay. Leute, weil ich es gerade sage, ich habe das im Effekt vergessen auszublenden. Yeah. Es sind. This is big brain time. Ja, das machen wir noch. Zum Rausschmeißer sozusagen. Freunde der Sonne, es sind fucking 44 Viewer anwesend. Vielen lieben Dank an euch alle, die wo da haben, an alle Neuen, die da gerade da haben, vielleicht vom Raid noch hängen geblieben haben. Vielen lieben Dank, das ist unfassbar geisteskrank. Ich glaube, es gibt nicht viele Streams außerhalb von Jubiläen, wo ich mehr als wie 40 Zuschauer habe. Generell der Horror-Oktober, ich habe mir die Daten und Statistiken noch nicht angeschaut. Ich weiß es nicht, das wäre Ende Oktober da, wenn wir mit dem Horror-Oktober fertig haben. Werden wir das Ganze mal ein bisschen anschauen und ein wenig auswerten, wenn man so will. Aber so, was ich jetzt so mitgekriegt habe, kommt der Horror-Oktober unfassbar gut bei euch an. Hätte ich selber nie gedacht. Und daher, also wie gesagt, nochmal ein fettes Merci an alle Zuschauer, die wo gerade da sind, egal ob Stammzuschauer, hier und da Zuschauer oder neue Zuschauer. Ne? Aber war eine Schönheit. Ja, für die vielleicht, für mich nicht. Aber schön, wenn es getaugt hat, das ist das Wichtigste. Sind halt Emotionen von dir. Ja, also ohne Scheiß. Wie gesagt, auf Dauer kann das auch nicht. Ich sag das, wie es ist. Ich sag das einfach, wie es ist. Ab November ist Bazi Horror-Streamer. Nein. ich bleib Horror-Streamer im Oktober, okay. Ich glaube, ich habe es eh schon erwähnt, vorher, am Anfang des Streams. Wenn jetzt, glaube ich, jedes Monat irgendein so ein krasses Horrorspiel spielen, dazu wie ich es jetzt gerade tue, dann kämen einfach die Emotionen irgendwann nicht mehr so wie es jetzt aktuell bei Madison ist. Ihr sagt es selber, die Jumpscares, die wo ich da einfange, und auch die Aufregung und die Emotion, das ist halt einfach nicht gefaked und so, weißt du, das hält mich halt einfach voll ab. Ich bin voll auf Strom in den 2,5-3 Stunden, wo ich das Spiel spiele. Und das glaube ich kannte ich nicht mehr, wenn ich jetzt regelmäßig so richtig krasse Horrorspiele spiele. Weil klar, du wirst immer wieder mal erschreckt und es gibt immer irgendeine Situation, die wo für einen selber dramatischer und schlimmer ist als wie andere, aber du stumpfst so in gewisser Hinsicht vielleicht dann auch irgendwann einmal ein wenig ab, was das angeht. Und dann, wo andere dreimal aus dem Sessel fliegen, da sitzt halt dann du oder ich halt dann vielleicht irgendwann da und immer so, ja, okay, es war halt jetzt sowas von vorhersehbar und jetzt so wie Madison, egal wann auch immer dieser scheiß Dämon daherkommt, er holt mich jedes Mal ab. Außer wenn ich es halt wirklich von der Mechanik her verstehe, so wie im letzten Stream, da wo du einfach checkst, aha, wenn du vorher Zip machst, dann kommt irgendwann der Dämon. Dann klar, oder halt ganz am Anfang, wo der komische Maskenheini da umeinander rennt, ist auch irgendwann vorhersehbar, dass die der halt einfach irgendwann erwischt. Ne? Dann hast du halt einfach irgendwann keine Panik mehr, das ist halt logisch. Aber ich glaube, es ist für alle Beteiligten, sowohl für mich als Streamer als auch für euch als Zuschauer, die beste Lösung, wenn man sowas in Grenzen hält, weil da einfach alle was davon haben. Ich hab vom Spiel was, weil es mich halt voll catcht, und ihr habt halt vom Zuschauen was, weil es eng vielleicht auch catcht, und wenn ihr das Spiel nicht kennt, und weil ihr halt wisst, okay, der leidet gerade wirklich da vor sich hin und tut es aber einfach trotzdem so auf die Art. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr da meine Denkweise irgendwie ein wenig nachvollziehen könnt, aber so denken wir es halt ich. So, ne? Da hält das lieber in Grenzen. Es ist sowas Ähnliches, keine Ahnung.
Seht es einfach ähnlich wie bei einer Pokémon Hardcore Nuzlocke. Ja, wenn ich das jedes Mal mache, dann verliert es irgendwann seinen Reiz. Deswegen einfach mache Dinge im Grenzen halten und dafür halt mehr davon haben. So sag's ich. Es ist gut für den Herzmuskel. Du, ich bin Tennisspieler. Mein Herzmuskel, glaube ich, hat Training genug erfahren in seinem Leben. Dampfe. Ich finde Horrorspiele im Hochsommer auch irgendwie falsch gelangt, wenn es die eins haben oder nicht. Ja, das kommt noch dazu. Wie gesagt, um Gottes Willen, ich will jetzt da keinen irgendwie weiß ich nicht, kritisieren, der wo nur Horror-Streamer ist. Um Gottes Willen, ich finde, wenn die Leute da addicted haben für sowas und sowas gern, dann bitte, jederzeit, es ist überhaupt kein Stress nicht. Ich rede jetzt da nur von meiner persönlichen, so wie ich eingestellt bin. So, ich kann's, glaube ich, auch nicht. Weiß ich nicht. Da bin ich bin lieber so derjenige, der wo sagt, hey, ich spiele lieber unterschiedliche Storyspiele. Ich schaue, dass ich halt in dieser Art und Weise halt meinen Content also ein bisschen gestalte, dass man halt ungefähr weiß, was einer erwartet. Und wenn ich dann halt einmal so 1,5, 2 Monate reindrücke, wo ich sage, okay, jetzt tanzen wir ein bisschen aus der Reihe, jetzt machen wir halt einmal einen Horror-Stream oder ein Horror-Projekt, kommt glaube ich, besser. Also gerade für die Leute, die schon länger bei mir dabei sind, die wo das wissen. So. Bazis Herzmuskel hat seine Boss-Transformation schon hinter sich. Mein Herzmuskel ist der Boss. Just kidding. Gerade noch mal Kurve gekriegt. Nein, also wie gesagt, um Gottes Willen, gerade jetzt für Zabi oder für die Assi, da wo ich weiß, die wo ausschließlich Horror spielen, das ist absolut keine Kritik nicht gewesen. Das war eine reine Ansicht von meiner Person und von meinem Content, den ich mache. Also ich kann es nicht und für mich war es auch nichts, aber das ist natürlich jetzt kein Wink mit einem Zaunfall an Leute wie euch zwei, die wo halt wirklich Horror-Content machen. Wenn jeder nur Horrorspiele spielt, ist es auch nichts. Einer hat sich darauf spezialisiert und anderer macht Mixprogramm. Genauso soll es sein. Ich finde das richtig gut so. Ja. Ich bin einfach spezialisiert in Souls-Spiele, ich bin spezialisiert in Pokémon und ich kann, glaube ich, das eine oder andere Story-Spiel recht gut umbringen und spielen. Ich glaube, das so hat sich die letzten 2,5 Jahre so ein bisschen durchkristallisiert und ich glaube, mit dem haben wir bisher ganz gut gefahren. Was ich nicht kann, ist auch klar. Ich kann keine Ego-Shooter nicht spielen. Sagt man in Resident Evil. Ich kriege massivste Probleme, wenn ich irgendwas aimen muss. Das kann ich einfach nicht. Da stehe ich auch dazu. Ich bin auch absolut schlecht in einfache Rätseleien. Kann ich auch nicht. Haben wir auch letztes Mal Resident Evil erst gesehen. Yes, das ist der Patschi kommt noch. Ja, servus, mein fränkischer Freund. Patschi, habe ich dir? Du hast Lies of P gespielt, glaube ich, habe ich vorher mal gesehen. Wie geht's dir? Danke für den Raid. Du kommst zwar zum Schluss, aber mei, das macht doch nichts. Wie geht's euch? Wie war's? Leute, schaut mal beim Patschi vorbei. Patschi habe ich in der Monster Hunter Bubble kennengelernt, ein sehr sympathischer Typ. Fränkischer Kollege. Gerne mal drauf schauen. Bitte Following eindrucken, ihr wisst es eh. Ein bisschen Support zurückgeben an der Stelle. Und einen Follower-Button dreschen. Ne? Weißt du, wie es ist. Patschi, wie geht's da? Passt doch. Sehr schön. Ja, weil Lies of P geht bald weiter bei mir. Also du bist wahrscheinlich schon deutlich weiter wie ich, aber ja, wir haben ein bisschen eine Pause gemacht mit dem Horror-Oktober tatsächlich. Danke für den Shoutout. Ja, doch nicht dafür. Das ist ja wohl das Mindeste. New Game Plus. Ja, okay, du bist deutlich weiter. Ich keine Ahnung, wo bin ich jetzt in Lies of P? Ich glaube, ich habe beim letzten Lies of P-Stream habe ich die komischen Fuzis da also der Bosskampf 4 gegen 1 oder 3 gegen 1, keine Ahnung. Die haben wir noch umgepimmelt. Aber ansonsten, ja, weiß ich nicht, wie wir dann weiterverfahren. Lies of P gibt es, wie gesagt, ja, nach dem Horror-Oktober tatsächlich, nach dem Horror-Content wieder. Unter anderem Black Rabbits, ja genau, die waren das. Richtig, genau. Ja, Freunde der Sonne. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich gehe davon aus, euch hat Spaß gemacht. Mir hat's... Ja, lassen wir das. Wir sehen uns wahrscheinlich, ist noch nicht hundertprozentig sicher, aber wahrscheinlich morgen auf Nacht um 5 Uhr wieder, Resident Evil 2 Finale. Da wären wir morgen sehr wahrscheinlich fertig. Wir haben jetzt im Labor, hat man sagen lassen, dauert noch ungefähr 2 Stunden. Das sollten wir hinbekommen. Mit Madison, der wir dann wahrscheinlich auch wieder Angabe ohne Gewehr am Mittwoch weiter. Wie gesagt, das hängt jetzt immer von der Baustelle ab, was so ansteht. Wir haben jetzt allerhand zu tun. Ich habe es eingangs erwähnt. Beide Streams stehen also ein bisschen unter dem Fragezeichen, aber normalerweise, wenn ich sicher weiß, schreibe ich es morgen ins Discord rein, gegen Mittag. Da könnt ihr dann mit einer Ankündigung rechnen. Aber wie gesagt, heute sind einfach mal in Anführungszeichen diese 2 Tage.
Unnützes Gaming-Wissen nicht vergessen, das machen wir jetzt auch noch schnell, genau. Das machen wir jetzt auch noch schnell. Das zweite heute, oder? Heute haben wir einen richtigen Input gekriegt. So. Oh, jetzt geht's um Star Wars The Force Unleashed. Habe ich selber gespielt. Wer kennt das Spiel? Star Wars The Force Unleashed ist kein unbekanntes Spiel. Das kennt bestimmt jemand. Das war das erste Gaming-Wissen. Adventure Time Hey Ice King für den 3DS. Kennt kein Schwein. Ich kenn's leider. Star Wars, ich bin raus. Habe ich gespielt, sehr gut. Star Wars The Force Unleashed habe ich tatsächlich auch gespielt. Schauen wir mal, was da dazu drin steht. Der Codename des Protagonisten aus Star Wars The Force Unleashed lautet Starkiller. In den ersten Entwürfen für das Star Wars Universum sollte Luke Skywalker dessen Namen tragen. George Lucas entschied sich allerdings gegen den ursprünglichen Namen, da er Angst hatte, dass sein Held zu sehr nach einem Massenmörder wie Charles Manson klingen könnte. Gut, das ist jetzt eine Insider-Info, das weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt, aber es macht auf alle Fälle Sinn. Also der Codename des Protagonisten aus Star Wars The Force Unleashed lautet Starkiller. In den ersten Entwürfen für das Star Wars Universum sollte Luke Skywalker diesen Namen tragen. George Lucas entschied sich allerdings gegen den ursprünglichen Namen, da er Angst hatte, dass sein Held zu sehr nach einem Massenmörder wie Charles Manson klingen würde. Okay, macht Sinn. Braver George Lucas. Einfach Darth Jar Jar. Billinger kann es bestätigen, okay. Star Wars The Force Unleashed habe ich tatsächlich überlegt, das irgendwann im Stream zu spielen. Irgendwann. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Ich kann eigentlich mit Star Wars nicht so viel anfangen, aber Star Wars The Force Unleashed und Force Unleashed 2 waren halt schon nicht schlechte Spiele. Das muss man zugeben. Also, was halt ich so aus Star Wars Nicht-Fanatiker sagen kann. Ja? Ich meine, es gibt einige Fans, die wo da richtig penibel und sehr, 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 sehr sensibel auf sowas reagieren, was auch völlig verständlich und völlig okay ist, aber müssen wir mal schauen. Wir haben ja noch einige Projekte. Okay, Darth Binks oder Jar Jar Vader. Was ist normal Jar Jar Binks, oder? Das ist doch der lange mit die Wascheln, oder? Die Ex. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich habe Star Wars nur 3 Filme gesehen, tatsächlich. Rache der Sith war der letzte Film, den ich von Star Wars gesehen habe, und der ist 20 Jahre her. Ja, 20 Jahre vielleicht nicht, aber 15. 15 schon auch. Wie bei uns, ich habe mit Star Wars 0 angefangen, Luke geliebt. Ja, müssen wir mal schauen. Vielleicht spiele ich irgendwann einmal Star Wars The Force Unleashed. Ich habe auch damals auf der PlayStation 2 die Rache der Sith sehr, sehr viel gespielt. Das war tatsächlich ein richtig gutes Spiel damals. Aber ich sehe nichts versteckt, ja genau sowas. Star Wars. Der sie mag auch Liebe für Star Wars überhaupt. Sehr gut. Ja, müssen wir mal schauen. Das wisst ihr dann, ob sie wahrscheinlich fürs Jahr 2024 heuer werden wir das nicht mehr unterbringen. Fürchte ich fast. Da stehen andere Dinge auch. Wie gesagt, ich habe es vorher erwähnt, wir werden jetzt schauen wir mal, was der Horror-Oktober noch mit sich bringt. Also Resi werden wir morgen wahrscheinlich fertig. Madison werden wir dann vielleicht am Mittwoch fertig. Und dann ist eigentlich schon Ende Oktober schon fast. Da wird sie sich nicht mehr stark rentieren, noch mal ein neues Horrorspiel zu fangen. Da müssen wir dann schauen, wie wir dann weiterfahren. Aber dann geht es auf alle Fälle mit Lords of the Fallen weiter und mit Lies of P. Dann, wenn eins von den 2 Projekten einmal fertig ist, machen wir Hardcore-Nuzlocke. Wenn dann das zweite vorbei ist, werden wir dann Assassin's Creed Mirage uns einmal anschauen. Und dann ist schon Weihnachten. Dann ist das Jahr um und dann müssen wir schauen, wie es nächstes Jahr weitergeht. Aber es sind schon noch einige Sachen auf der Agenda, die wo wir zocken können und zocken werden. Ne? Also dabei bleiben lohnt sich. Auch für die Leute, die jetzt vielleicht ausschließlich durch den Horror-Oktober dazugekommen haben, es darf mich freuen, wenn es auch nach dem Horror-Oktober noch wegen dabei bleibt. Ist auch recht lustig bei uns, meine ich. Ne? Also darf mich auf alle Fälle freuen. So. Partner Großsprecher kommt zu Sisi Werner, sagt man nichts? Ja, Star Wars ist doch das, wo Dumbledore stirbt, oder? Genau, der Ned Stark schwingt sein Schwert und haut Dumbledore seinen Zauberstab aus der Hand. Genau, und weil er seinen Zauberstab auslässt, nimmt den der Frodo weg und wirft einen Schicksalsberg ins Feuer ein und durch das stirbt dann der Dumbledore. Genau, hast du richtig zusammengefasst. Okay. So, Freunde, ich werde jetzt offline gehen. Frau Bazi und ich werden uns jetzt noch einen gemütlichen Restabend machen, bis ich in die Nachtschicht muss. Wie gesagt, wir sehen uns wahrscheinlich Montag, also morgen. An alle Neuer, schau mal, ob du noch folgen kannst. Das
die nichts kosten, aber mir ganz schwer helfen. Und mit also narrisch gefreien haben wir wieder 2 neue dazugekriegt. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich hoffe, ich habe im Eifer des Gefechts nicht überlesen. Irgendwie, wenn ihr es in den Chat geschrieben habt, verzeiht mir das bitte. Ich glaube, bei dem Spiel ist das durchaus einmal möglich, dass man was aus den Augen verliert. Schau auch gerne auf meinen Discord selber vorbei, der kostet ja auch nichts, da kriegst du alles mit, was mir und mein Stream angeht, sowohl der Streamplan als auch sämtlichste Channel, mit denen du dich mit mir und anderen unterhalten kannst. Also gerne mal draufschauen, wenn du nicht eh schon drauf bist, da hat mich auch narrisch gefreut. So, jetzt schauen wir mal, wer live ist, okay? Oh Gott, jetzt kriege ich Pokémon-Vibes. Holy fucking shit. Ja, da die fast sagen, gehen wir halt zum Dampfe, I guess. Ja, ich glaube, das ist fein. Passt. Genau, stimmt, weil der macht ja aber abends Stream. Gut, Leute, Raid-Command ist im Chat für Subs und für Non-Subs. Bitte einfach kopieren und beim Dampfe einfügen. Der Dampfe macht jetzt Just Chatting. Ich weiß nicht, ob er Assassin's Creed Mirage weiterspielt. Ich werde nur raiden und dann mir aus dem Stream schleichen, weil ich möchte mich von Mirage nicht spoilern lassen. Genau. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Viel Spaß beim Dampfe. Auch bei ihm followen, wer es noch nicht da hat. Sehr zauberhafter Streamer-Kollege. Einen schönen Sonntagabend. Kommt gut in die neue Woche. Und wir hören uns dann sehr wahrscheinlich morgen Abend zu Resi 2 wieder, okay? In diesem Sinne nochmal merci für alles, fürs Zuschauen und für den Support heute wieder. Hat mich gefreut. Und ja, haut's euch rein, bis morgen. Für euch. Sure I know.